was möchte ich eigentlich weitergeben? Wie möchte ich es weitergeben? Wo war das gut, was ich bekommen habe? Wo hat mir das auch geholfen? Wo war es schlecht? Wo hat es mir nicht geholfen? Wo möchte ich das anders machen? Entweder wiederhole ich oder ich gehe genau ins Gegenteil oder beides auf einmal. Und da ist auch das Risiko, dass Dinge weitergegeben werden, Dinge, die einem eigentlich auf keinen Fall weitergeben will, dass man die trotzdem auch weitergibt. Also kein Erziehungsratgeber der Welt kann uns diese Entscheidungen abnehmen, was in einer Situation das Richtige jetzt gerade ist. Was wir machen können, ist mit uns, mit unserer Geschichte uns auseinanderzusetzen, damit wir eigentlich in Situationen überhaupt erst entscheiden können. Wir können uns nicht perfekt verhalten. Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern die Frage ist, wie gehst du dann, wenn diese Konflikte kommen, und die werden auf jeden Fall kommen, wie gehst du dann mit diesen Konflikten um? Mindseed mit Leon Heimann. Dr. Cecile Lötz und Dr. Jakob Müller sind Psychoanalytiker und Host des Podcasts Rätsel des Unbewussten. In ihrem neuesten Buch, Jetzt bin ich schon wie meine Eltern, gehen sie einer Frage nach, die viele Menschen beschäftigt, und zwar, wie viel unserer Persönlichkeit ist wirklich frei gewählt und wie viel davon wurde uns unbewusst mitgegeben. Denn wir übernehmen mehr aus unserer Kindheit, als uns bewusst ist. Die Art, wie wir lieben, die Art, wie wir streiten, wovor wir Angst haben, und selbst die Menschen, von denen wir uns eigentlich abgrenzen wollten, wirken auf unbewusst in uns weiter. Und genau das macht das ganze Thema so interessant und unbequem, weil sich fast jeder irgendwo darin wiedererkennt. Ich wollte mit beiden sprechen, weil viele Menschen spüren, dass sie bestimmte Muster immer wiederholen, ohne wirklich zu verstehen, warum. Beziehungen, Konflikte, Selbstzweifel, und oft liegen die Wurzeln viel tiefer, als wir denken. In dieser Folge geht es darum, wie Erziehung über Generationen weiterwirkt, warum Konflikte in Familien unvermeidbar sind und wie man beginnen kann, sich von alten Mustern zu lösen, ohne gegen sich selbst zu kämpfen. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Cecile, Jakob. Viele Eltern denken ja, dass sie sehr bewusst in Erziehung gehen mit ihren Kindern. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Erziehung ist wirklich bewusst? Das ist eine gute Frage. 1%. Nein, aber ich würde schon sagen, dass das Unbewusste einen großen Teil auch der Erziehung ausmacht. Das ist auch, denke ich, erstmal gar nicht so schlimm, sondern das Unbewusste gehört zu unserem Leben. Und es wäre eigentlich umgekehrt. Es wäre, glaube ich, schlimm, wenn wir uns allem bewusst wären. Das könnten wir gar nicht verarbeiten. Aber ich glaube, dass es schon einige überraschen würde, gerade wenn man es selber eigentlich besser machen möchte oder sich sagt, ich will es mal anders machen, dass man trotzdem eben unbewusst bestimmte Dinge wiederholt, ohne es zu merken, und in bestimmte Muster, sage ich mal, hineinrutscht, obwohl man es ja gerade anders machen wollte und versucht, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, also gerade in der Ratgeberliteratur oder auf Social Media, man findet so viele Tipps und Hinweise, wie man an seiner bewussten Erziehung arbeiten kann, was, glaube ich, auch ein wichtiger Teil ist. Aber was ist mit den Bereichen, wo man mit diesen Tipps oder mit diesen Ratschlägen nicht weiterkommt? Also ich glaube, den Effekt haben auch viele Eltern oder diese Erfahrung, dass sie sich diese Tipps abgeholt haben und trotzdem sich immer wieder dieselben Konflikte mit ihren Kindern einstellen. Und an den Stellen kann man sich fragen, was ist es vielleicht, was eben hier unbewusst, was hier unterschwellig noch abläuft, was eben mit solchen bewussten oder Ratschlägen, Tipps so nicht zu holen ist. Und das ist auch, glaube ich, die Ebene, die ich eben dann besonders spannend finde, was diese unbewussten Muster genau ausmacht oder wie man sie erkennen kann, ja, warum die sich überhaupt wieder einstellen, obwohl wir es doch anders machen wollten. Ich biete ein paar Prozent mehr. Ich glaube, es gibt so einen Bereich von bewussten Entscheidungen. Also wenn wir sagen, wie möchten wir mit unseren Kindern umgehen? Ich möchte, dass mein Kind zum Beispiel lernt zu teilen. Ja, und dann achte ich bewusst darauf, wenn es Geschwister gibt, dass es jetzt nicht so läuft. Der Stärkere setzt sich durch. Nur das ist so eine Ebene von bewussten Entscheidungen. Aber da gibt es quasi immer so einen Bauch von Unbewussten dahinter, was ich meinem Kind damit noch alles mitteile. Und das kann ich nicht kontrollieren, selbst mit der besten Erziehungsmaßnahme. Ich kann
mich hinsetzen und sagen, jetzt wird immer geteilt. Ne? Und es gibt hier nicht jeder hat hier ein eigenes, sondern Spielsachen werden geteilt. Was nimmt das Kind aber eigentlich damit auf und wahr? Vielleicht nimmt es damit wahr, irgendwie, ich darf nichts Eigenes haben. Es ist schlecht, wenn ich auf meinen eigenen Dingen bestehe. Dann wird meine Mama oder mein Papa ärgerlich. Vielleicht nimmt es auch genau, das war super, hier muss man sich nicht durchsetzen. Das ist viel schöner als im Kindergarten. Das können wir nicht kontrollieren und das ist auch sehr, sehr schwer wahrzunehmen. Es ist aber oft ein eigenes Thema. Warum komme ich da überhaupt drauf? Warum ist für mich Teilen so ein wichtiges Thema, dass ich da jetzt quasi ein Konzept draus mache für meine Erziehung? Mhm. Vielleicht hat das was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, mit meinen eigenen Geschwistererfahrungen. Und ich gebe eigentlich ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt hat, jetzt an meine Kinder weiter, indem ich das überhaupt zu so einem großen Gegenstand mache und nicht laufen lasse. Das ist interessant, ne? Man denkt dann manchmal, okay, ich werde ganz bewusst meinen Kindern beibringen, dass Teilen wichtig ist. Und eigentlich aber ist da schon was Unbewusstes hinter, dass es einem so wichtig ist. Ja. Wann habt ihr zum ersten Mal gemerkt, in eurer Biografie oder vielleicht jetzt auch in der Elternschaft, hier spricht etwas in mir, das älter ist als ich? Also ich glaube, bei mir hat es sogar schon vor der Elternschaft angesetzt, würde ich sagen. Also mir ist jetzt noch kein konkretes Beispiel vor Augen oder ja, was ich jetzt so teilen könnte, aber ich glaube, das war etwas, was, also qua Beruf als Psychoanalytikerin mich auch schon vorher beschäftigt hat, weil ich ja sensibilisiert war dafür, dass man bestimmte Dinge oder Erfahrungen weitergibt. Und das war mir tatsächlich auch ganz wichtig, schon im Vorfeld, mir eben viele Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich die Beziehung zu meinem Kind einmal gestalten, was möchte ich weitergeben und wo muss ich vielleicht auch loslassen. Also genau das, was wir ja eben gesagt haben, weil man nicht alles kontrollieren kann. Man kann ja nicht alles bewusst steuern. Das ist vielleicht auch ganz gut so, zumal das Kind ja einen eigenen Kopf hat und dann eigene Ideen und eine eigene Wahrnehmung entfaltet und ich das dann auch abgeben muss. Ich glaube, das war tatsächlich für mich schon im Vorfeld ein größeres Thema, wie ich damit umgehen könnte. Auch dass vielleicht was passiert, wo ich im Nachhinein merke, das hat meinem Kind vielleicht nicht so gut getan oder das wird sich vielleicht mal irgendwann darüber ärgern, dass ich mich für bestimmte Dinge entschieden habe. Ja. Also ich merke das so beim Grenzen setzen, bei dem Thema, solange man entspannt ist und alles ruhig und friedlich verläuft, dann kann man sich meistens bewusst gut entscheiden. Aber in dem Moment, wo viel Affekt, viel Druck reinkommt, es eine Stresssituation wird, da finde ich, ist es dann oft spürbar. Plötzlich rede ich mit einer Stimme, die kommt mir bekannt vor. Okay. und so dieses Genervte oder Gereizte oder so eine ganz bestimmte Art zu sprechen. Und ich, ja, das ist die Stimme meiner Mutter zum Beispiel in solchen Situationen auch gewesen. Oder da ist so eine Art, mit Konflikten umzugehen wie mein Vater. Ja, ich bin in einer Generation aufgewachsen, glaube ich, geht vielen in meiner Generation so, wo Väter noch eher so distanziert waren und wo das schon noch eine klare Unterscheidung wirklich zwischen Vater und Mutter in der Art der Involviertheit gab, merke ich dann auch an manchen Stellen. So irgendwie, ich nehme mich irgendwie raus und so. Ich falle in die Rolle jetzt meines Vaters und das ist gut, ich bin jetzt Psychoanalytiker und beschäftige mich beruflich damit, mit sich wiederholenden Rollen und trotzdem kann ich das nicht steuern und merke das immer wieder, dass ich in solche Rollenmuster gerate, die auch nicht immer schlecht sein müssen, aber das wäre so eine typische Situation, wo mir das auffällt. Ich glaube, was wir ja häufig sehen, ist ja so im Grunde vielleicht, also jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber grob zwei Linien. Das ist ja einmal und da denkt man, glaube ich, mehr dran, ist also was wir Identifikation mit den Eltern nennen, also dass man gewissermaßen ganz ähnlich wiederholt, was man erfahren hat. Also jetzt zum Beispiel ein distanzierter Vater und dann der Rückzug vielleicht, den man bei sich selber wieder bemerkt. Das wäre so ein Beispiel einer Identifikation. Es gibt ja aber auch das andere, das Gegenteil davon, nämlich in so eine Art Gegenreaktion zu fallen, also genau das Gegenteil zu versuchen. Also wenn man mal bei dem Beispiel bleiben würde, dass man dann versucht, super viel präsent zu sein und also wirklich, weil man die Erfahrung gemacht hat, da war jemand vielleicht distanziert und nicht so da, dass man dem Kind alles geben möchte, die ganze Aufmerksamkeit. Und in Wahrheit, und deswegen ist es auch relevant, rutscht man damit, also man ist immer noch im Grunde auf also auf diesen Elternperson bezogen und nicht wirklich frei von ihr, sondern handelt in so einer Art Gegenreaktion eben. Und
das ist auch eine Art und Weise, ein Muster weiterzugeben, nur halt sozusagen im Gegenteil. Ja. Das wäre wieder so das Thema, dass quasi auf der bewussten Ebene möchte ich dann der Supervater sein und super verfügbar, immer präsent. Und was ist aber, wenn das Kind dann zum Beispiel jetzt gerade keine Lust auf mich hat und lieber zur Mama gehen will oder so? Was vermittle ich dem Kind damit? Wenn das sozusagen so meine Verletzung eigentlich ist, aus meiner Geschichte, wo mir was gefehlt hat, und jetzt möchte ich es unbedingt dem Kind geben, kann ich zumindest schnell in die Situation kommen, dass ich eigentlich mein Thema auch an das Kind weitertrage. Ja. Aber was nimmt das Kind wahr? Der Papa braucht anscheinend ganz viel Bestätigung, dass er ein guter Vater ist. Dann fühlt er sich gut und sicher, dann hat er das Gefühl, er ist richtig in der Rolle. Mein Papa braucht eigentlich gerade was von mir. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich könnte mit einem Vater leben, der sich auch mal raushält und mal nicht der Superpapa ist. Also das wären so Ebenen, also wo man, glaube ich, merkt, wie schwierig das ist, wie viele Böden und Ebenen es quasi unter so einer bewussten Absicht gibt, die wir dann erstmal so im Eifer des Gefechts gar nicht wahrnehmen können. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Jakob, du hast gerade das Beispiel bei dir genannt mit dem Grenzen setzen. Das würde ich gerne noch mal besser verstehen. Also du hast gesagt, manchmal, wenn du dann eine Grenze setzen musst gegenüber eurer Tochter, dann kommt in dir so ein jüngerer Anteil raus und du merkst, deine Stimme verändert sich und so weiter. Was ist das für ein Anteil in dir und was ist die Geschichte dahinter? Dann können wir das daran vielleicht mal beispielhaft auch so erklären. Also, wo kommt das bei dir her? Was ist der Ursprung? Ja, ich würde sagen, bei mir wahrscheinlich eher ein mütterlicher Anteil, weil ich mit meiner Mutter dann auch viel zu tun hatte, meine Mutter mit der Erziehung hauptsächlich betraut war. Und ich glaube, das ist ein grenzensetzender Anteil, der glaube ich, bei mir ambivalent ist, wie glaube ich bei allen Menschen, die, wenn es um Grenzen und Fragen von Grenzsetzung geht, weil es einerseits, ich sage mal, meine Mutter eine Art hatte, Grenzen klar zu machen, also auch dann war jetzt nicht sozusagen eine laxe Erziehung, auch nicht eine super strenge, aber auch keine laxe und sondern die Grenzen setzen im Sinne von eine Forderung, so muss es jetzt laufen und jetzt, mir passt das nicht, dass du es nicht so machst, wie ich es jetzt hier gerne möchte. Und gleichzeitig erinnere ich mich auch an meinen Ärger dagegen. Also, dass ich das dann zu eng empfunden habe an manchen Stellen. Und eigentlich hatte ich eine eigene Idee und ich fand nicht, dass ich es falsch gemacht habe als Kind, sondern nur anders. Und das war dann quasi im Konflikt dann mit meiner Mutter oder jetzt auch meinem Vater, war das dann oft schwierig, so meine Perspektive darauf zu bringen, sondern das ist dann so eine Grenze in der Wand, die nicht richtig durchlässig ist. Wo ich es dann hilfreich finde, wenn es noch jemand anders gibt, der sagt, wieso bist du da jetzt da, warum muss es jetzt unbedingt so laufen? Dann geht das Kind halt jetzt mal erstmal ohne Socken raus und barfuß in den Schuhen. Ist das jetzt wirklich so gerade so wichtig? Ne? Das ist jetzt meine Vorstellung, so muss es laufen und ich werde ärgerlich, wenn es nicht so läuft. Oder ist es wirklich notwendig? Ne? Gibt es natürlich auch Situationen. Also das heißt, deine Mutter war jetzt nicht super streng, nicht super lax, hast du es beschrieben. Ja. Und sie hat aber doch schon auch Grenzen gesetzt und das hat dir dann, meine ich mal, als Kind auch nicht so gepasst. Oder hast dich gefragt, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und jetzt habe ich aber nicht ganz verstanden, woher kommt dann dein Bedürfnis, heute manchmal umso stärkere Grenzen zu setzen? Also zum Beispiel, nee, das Kind geht jetzt nicht barfuß oder auf den Balkon, als Beispiel jetzt. Woher kommt dann dieses Bedürfnis? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Na, ich glaube, das ist ja keine bewusste Entscheidung in dem Moment. So möchte ich jetzt gerne erziehen. Ich habe mir das so vorgestellt. Sondern das geschieht in Situationen, in denen Affekt im Raum ist. Ne? Ärger und es nervt mich, ich habe es eilig und ich möchte jetzt gerne, dass was passiert. Und werde dann auf eine bestimmte Weise, wie ich es halt
selber auch kenne, so, ne? So ein bisschen so fordernd, streng. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ich sage nur, dass es da ein Muster der Wiederholung gibt, in dem ich merke, ah ja, so, das kenne ich. Das ist sozusagen die innere Figur, die sich in mir meldet, wenn es darum geht, Grenzen zu setzen oder strenger zu werden oder sowas. Ich hätte vielleicht gesagt, wenn ich das Ja. einwerfen darf, also Grenzen, glaube ich, in Bezug auf so Erwartungen bei dir. Also Erwartungen jetzt ganz grob gesagt, im Leistungsbereich, also soweit man bei so einem kleinen Kind davon sprechen kann. Und dass das ja in eurer Familie immer was sehr Wichtiges war, was zu leisten und das ja auch eine wichtige Rolle für eure Familie gespielt hat, sich ins Akademische zu arbeiten. Und ich glaube, ich Ja. glaube, das sind vielleicht ein besseres Beispiel für, wo sind Grenzen oder Anforderungen oder bestimmtes Bild wichtig, was erfüllt werden soll und das dann auch loszulassen, weil das ja nicht ein Thema jetzt dann unseres Kindes wäre, Ja. sondern dein Thema. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist quasi die Familiengeschichte ist bei mir hat viel mit Aufstieg zu tun, also aus einem Arbeitermilieu, aus ganz armen Verhältnissen, quasi es zu schaffen, irgendwie sich akademisch zu etablieren. Ich bin die zweite Mhm. Generation, die studiert, also das war auch schon bei Mhm. meinen eigenen Eltern. Und das Thema Leistung, ja, was schaffen, erfolgreich sein, Mhm. irgendwie, naja, zum Beispiel in der Schule, gut, unsere Tochter ist jetzt noch nicht so alt, Mhm. aber das wäre so ein Beispiel. Und dass das was extrem Wichtiges ist. Und dass dahinter steht was, das ist nicht nur einfach die Idee, es ist super gut in der Schule zu sein, sondern das ist extrem wichtig für die ganze Geschichte der Familie. Also Mhm. so kann man es schaffen, sich aus sehr ärmlichen, sehr schwierigen Verhältnissen zu befreien. Ja, Mhm. da ist quasi Bildung wie so eine Idee in der Familie. Und da merkt man dann, glaube ich, in bestimmten Situationen schon ganz, Genau, ja, das kann ja dann diese Anziehsituation auch sein, weil ja sich daran vielleicht dann spiegelt. Da ist man dann direkt aber, glaube ich, auch im Thema drin. Macht das Kind das mit? Also das ist ja auch eine Leistung für ein Kind, seine Jacke anzuziehen und die Schuhe anzuziehen und die Socken und so weiter und da mitzumachen. Und das steht dann vielleicht als frühes Leistungsbild dafür, also kann ich das weitergeben, dieses Leistungsideal. Macht mein Kind da jetzt mit, zieht es mit, Mhm. als ob sich an diesen Stellen beweisen müsste, dass es funktioniert und dass das Kind Erfolg hat, wenn man so will, eben auf diesen Ebenen. Und ich glaube, so ist das dann gemeint, so zieht sich das dann durch und dann wieder das sich bewusst werden, immer wieder da loszulassen vielleicht auch mhm. dann. Und ja, es muss das jetzt nicht irgendwie mitmachen, um dann vielleicht später erfolgreich zu sein, akademisch oder so. Ich frage mich halt, du hast gesagt, okay, deine Mutter war so in der Art und dann manchmal bist du gerade dabei, das so ein bisschen weiterzugeben, sage ich mal, ne, weil du dann in so einem ähnlichen Verhalten bist, unbewusst wie deine Mutter, Ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich frage mich halt, weil es gibt ja 2 Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit wäre ja gewesen und deswegen habe ich glaube ich, gerade auch so nachgefragt. Okay, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum gibst du es weiter, wenn du dich selber darüber geärgert hast? Dann wäre für mich so die logische Reihenfolge eigentlich: „Okay, ich habe mich darüber geärgert, also werde ich es nicht so machen“, ne? Aber für mich Ja. persönlich, aber ich glaube, das liegt auch an meiner Geschichte und meiner Persönlichkeit, weil zum Beispiel ich als Kind, ähm was habe ich erfahren? Ähm, Ich hatte oft das Gefühl so von Ungerechtigkeit. Hm. Ich hatte oft das Gefühl, es gab so viele Regeln, auf die ich achten muss. Ich durfte also, wir mussten auch manchmal, wenn wir auf der Treppe gelaufen sind, dann war das zu laut. Hm. Mhm. Hm. Ja, warum läuft ihr jetzt so laut auf der Treppe so gefühlt? So, man musste wirklich aufpassen, dass man nicht stört, Ja. dass man niemanden hier triggert oder aktiviert. Ähm, Teilweise gab es auch ähm, häusliche Gewalt. Gleichzeitig habe ich auch immer eine sehr große Offenheit von meiner Mutter gespürt und eine sehr große Diskussionsfreudigkeit. Und ich merke so verschiedene Dynamiken, ne? Dann zum Beispiel diese Diskussionsfreudigkeit, die habe ich auch, ne? Mhm. Die habe ich so irgendwie übernommen. Vielleicht da ist so ein Gefühl von, ja, so geht man damit um, ne? Ich gehe offen in Interaktion und wir finden zusammen heraus, wir tauschen uns so aus, so. Andere Sachen, da habe ich so komplett habe ich so das Gefühl, ich werde das komplette Gegenteil machen, ne? Also Gewalt werde ich auf gar keinen Fall weitergeben. Das ist für mich so absolutes No-Go. Ja. Ähm, und
dadurch, dass so viele Regeln damals da waren, denen ich folgen musste, kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe jetzt keine Kinder, ne? Noch nicht. Kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht so in diese gegenteilige Richtung gehen werde und ja, ich werde dir nicht so viel Regeln geben, weil das war alles too much, so ich will das nicht weitergeben. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich dann in so eine andere extreme Richtung schlage und so extrem laissez-faire werde, ne? Das ist so das, was ich mir manchmal denke. Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist, woran entscheidet sich das denn quasi? Gebe ich jetzt was weiter oder mache ich es anders? Weil beispielsweise mein Stiefvater, ich habe da lange dran zu knacken gehabt, dass der da teilweise gewaltvoll war. Aber irgendwo habe ich damit auch Verständnis, weil der wurde selber so behandelt. Der wurde selber so behandelt und der hat das halt weitergegeben. Ja. Jetzt als Beispiel, ne? Warum hat er es weitergegeben und warum werde ich es nicht weitergeben? Also was ist der Unterschied? Ja. Also ich glaube, was du jetzt ja beschreibst, ist ja eigentlich schon genau dieser Prozess einer bewussten Auseinandersetzung. Die Frage, was möchte ich eigentlich weitergeben? Wie möchte ich es weitergeben? Wo war das gut, was ich bekommen habe? Wo hat mir das auch geholfen? Wo war es schlecht? Wo hat es mir nicht geholfen? Wo möchte ich das anders machen? Das ist schon ein Prozess, ne, wo man die 1% langsam erhöht, ja? Wo man quasi sagt, ich mache aus den 1% bewusst 10% bewusst oder 20%. Wenn ich das nicht mache, entweder wiederhole ich oder ich gehe genau ins Gegenteil oder beides auf einmal. Da befasse ich mich nicht groß damit. Ne? Das ist eigentlich der Normalfall. Ne? Man hat das, was man in sich hat, so reagiert man auf Konflikte. Wenn ich mir keine Gedanken drüber mache, dann mache ich das halt so. Und da ist auch das Risiko, dass Dinge weitergegeben werden. Du sagst dann Dinge, die einem eigentlich auf keinen Fall weitergeben will, wenn man sich nicht bewusst damit beschäftigt, irgendwie auseinandersetzt, dass man die trotzdem auch weitergibt. Wie löst man Konflikte? Wie geht man mit dem Machtgefälle zwischen Eltern und Kind aus? Ich habe, weil ich stärker bin als Erwachsener, die Möglichkeit, theoretisch mit Macht Dinge durchzusetzen. Aber ich erinnere mich, das ist aber ein Bewusstwerdungsprozess. Ich weiß, wie das als Kind war, wenn Eltern ihre Macht ausgenutzt haben, die sie haben, und wie ohnmächtig man sich damit gefühlt hat. Das möchte ich nicht, dass mein Kind sich so fühlt. Na, dann bin ich schon bei den 10%. Also das würde ich erstmal sagen, das ist sozusagen so dieser Prozess, um den es geht. Ich glaube aber, der wichtige Punkt ist, dass wir nicht zu absolut wahren Entscheidungen kommen können. Also wir hätten das so gerne, dass wir wüssten, so ist eine gute Erziehung, so ist es richtig, so geht man mit Kindern um. Es gibt Leitplanken, also keine Gewalt und so weiter, aber auch keine Vernachlässigung und nicht totale Lachsheit. Aber innerhalb dieser Leitplanken sind es wir, die das entscheiden müssen. Also, dass meine Tochter sich ärgert, wenn ich ihr eine Grenze setze, das ist noch kein Grund, dass man keine Grenzen setzt, weil das gehört auch dazu. Man hat auch Konflikte. Es ist auch manchmal ärgerlich, was man im Leben muss. Und das kann auch eine wichtige Erfahrung sein. Und dann um die Frage gehen, wie geht man mit dem Ärger um? Wie rauft man sich wieder zusammen? Wie verträgt man sich dann wieder? Ärger per se ist noch kein Grund, Dinge nicht zu machen. Aber andererseits, vielleicht ist es aber auch ein guter Grund, die Dinge nicht zu machen und sagen, das ist eigentlich kein guter Ärger. Das ist nicht ein konstruktiver Ärger, ne, wo man sagt, das ist was, wo wir uns auseinandersetzen, sondern das ist eigentlich ein Ohnmachtsgefühl. Und ich habe meine Tochter gerade ohnmächtig fühlen lassen, indem ich Dinge einfach durchsetze, weil sie mir wichtig sind und vielleicht müssen sie gar nicht sein. Und wir kommen nicht raus. Also kein Erziehungsratgeber der Welt kann uns diese Entscheidungen abnehmen, was in einer Situation das Richtige jetzt gerade ist. Ist es jetzt gut, quasi in diesen Konflikt zu gehen, strenger zu sein? Ist es jetzt gut, laxer zu sein? Ich glaube, und das wäre so meine Haltung als Psychoanalytiker, was wir machen können, ist mit unserer Geschichte uns auseinanderzusetzen, uns so gut wie es geht zu kennen. Ich glaube, über 50% kommen wir nicht. Aber so gut wie es geht, uns zu kennen, damit wir eigentlich in Situationen überhaupt erst entscheiden können, damit wir überhaupt überlegen und merken, was mache ich gerade? Möchte ich das? Ist das das Richtige? Fühlt sich das gerade für mich stimmig an? Ja oder nein? Und dann entscheide ich eigentlich erst und werde nicht von meinem Unbewussten quasi getrieben. Ich glaube, das ist also was du sagst, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, man vielleicht auch vor Kindern oder sogar während der Kinder noch diese Illusion hat, wenn ich an den und den Stellen mich jetzt in Anführungszeichen richtig verhalte, dann wird es nicht zu Konflikten zwischen mir und meinen Kindern kommen. Dann wachsen die in einer schönen, vielleicht sogar perfekten Welt auf und kriegen nur Gutes.
Und das ist eben nicht möglich. Das ist ja auch, was du sagst. Also, und ich glaube, das ist wichtig, weil das wird auch so oft so vermittelt, wenn du dich so und so verhältst, dann wird es zwischen dir und deinen Kindern keine Konflikte mehr geben. Dann sind die immer kooperationsbereit, weil Kinder ja eigentlich immer kooperationsbereit sein wollen. Ich glaube, das schafft eine Illusion, die auch sozusagen die Marke also so hoch setzt, das können wir gar nicht erreichen. Wir können uns nicht perfekt verhalten. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für Erziehung. Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern konfliktfähig zu werden. Und das berührt auch die Frage, glaube ich, was du gesagt hast. Du willst was Bestimmtes nicht an deine Kinder weitergeben. Vielleicht verhältst du dich dann sogar genau im Gegenteil dazu. Aber es wird nicht vermeiden, dass es zu Konflikten zwischen dir und deinen Kindern kommen wird. Und das ist dann die entscheidende Frage. Da hast du nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, gehört zum Leben dazu, das gehört zur Erziehung dazu. Konflikte werden wir nicht auslöschen können, nicht durch das beste Verhalten, sondern die Frage ist, wie gehst du dann, wenn diese Konflikte kommen, und die werden auf jeden Fall kommen, wie gehst du dann mit diesen Konflikten um? Und das ist dann oft schwer, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, du musst dich möglichst unsichtbar machen, sonst wirst du sofort angemeckert oder erfährst sogar Gewalt. Und ich glaube, dann ist es oft auch nicht so leicht, selbst wenn man sich vornimmt, das anders zu machen. Das, glaube ich, ist noch der eine Schritt, der schon mal wichtig ist. Und der andere ist ja dann, wie macht man das denn dann? Weil es fehlt ja innerlich so eine Art, sag ich mal, Skript, könnte man es vielleicht nennen, wie man sich dann verhält. Weil es ist gar nicht so einfach und Kinder bringen einen an die Grenzen in so hoch affektgeladenen Situationen, wo die Gefühle von Wut und ich weiß nicht was, das geht ja wirklich also die bringen einen an die Grenzen, Kinder, ja. Und wie geht man dann damit um? Gerade wenn man es selber nicht erfahren hat, wie man mit sowas umgeht. Ja. Und dann kann man innerlich eben nicht auf etwas zurückgreifen, wo man sozusagen so eine Art Vorbild hat, wo man weiß, so verarbeitet man in sich dann erstmal die Gefühle und fängt nicht an zu schreien zum Beispiel. Es muss ja nicht gleich die Gewalt sein, aber es kann ja sein, dass man zum Beispiel dann anfängt rumzuschreien sinnlos und Sachen sagt, die man nicht sagen wollte. Das ist ja auch schon mal so ein Zwischenschritt vielleicht. Und ich glaube, an der Stelle ist es dann manchmal nicht so leicht. Ja. Das ist interessant, was du sagst. Und ich glaube, bei mir zu Hause manchmal wurde sozusagen vielleicht auch gewünscht, dass man sich unsichtbar macht. Aber ich habe immer das Gegenteil gemacht. Also auch. manchmal habe ich das dann so, ne, wenn ich keinen Stress wollte, aber das war eigentlich selten so. Ich bin eigentlich sehr konfrontativer Typ immer gewesen. Und ich habe dann immer sozusagen meine Meinung gesagt und auch wenn ich wusste, ich werde verlieren, also weil ich habe keine Macht, aber ich bin trotzdem immer so dagegen gegangen so. Und da habe ich gerade gesehen, was du gesagt hast, die Kinder bringen einen in solche Situationen. Ich glaube, ja, ich habe das auch herausgefordert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Und natürlich, aber trotzdem finde ich, ne, als Eltern hat man halt dann die Verantwortung, damit umzugehen, weil das Kind hat ja dann nicht die Genau. Verantwortung. Man ist ja ein Kind, so. Man ist einfach, man handelt ja auch nicht so bewusst, man ist einfach, ne, so wie man halt ist. So. Und es gibt Kinder, die sind halt, zum Beispiel meine Schwester, die hat sich da immer sehr angepasst und hat dann lieber, war so ein bisschen strategischer, ich halte das hier harmonisch. Und ich war so, nein, ich setze das durch. Und ich fand das gut, was du gerade gesagt hast, ne? Diesen Unterschied, das hat mal Vivian Dittmar, Autorin, auch hier im Podcast gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Konflikt und Krieg. Ne? Also, weil für viele ist vielleicht Konflikt auch schon negativ assoziiert. Ja. Aber ein Konflikt ist ja was Wünschenswertes eigentlich. Ein Konflikt kann man ja respektvoll austragen. Das ist eine gewisse Reibung und in dieser Reibung kann ja auch Neues entstehen. Ne? Aber ein Krieg ist sozusagen ein eskalierter Konflikt, wo nur noch affektorientiert irgendwie kommuniziert wird, wo keiner mehr irgendwie so in dem Bewussten ist. Ja. Und das fand ich auch nochmal schön, dass du das so hervorgehoben hast. Und letzten Punkt, den ich da auch rausgehört habe, aus dem, was du gesagt hast, ist, und ich glaube, das hat mir damals gefehlt, also das Gefühl hatte ich immer mit meiner Mutter oder mit meinem Opa und so, aber mit meinem Stiefvater hatte ich das nie. Und das ist dieses Gefühl der Verbundenheit. Und dieses Gefühl entsteht, finde ich, nicht, indem man perfekt ist, sondern indem man auch Fehler macht, aber danach sagt,
Jakob, es tut mir leid, aber in dem Moment habe ich mich so und so gefühlt und ne, als du das gemacht hast und also das heißt einfach, sich dann auch noch mal in der Lage zu sein, so sich hinzusetzen und auch seine eigenen Verletzlichkeiten sich bewusst zu sein, und das auch zu kommunizieren. Also, ich finde, das Ziel ist nicht perfekt zu sein oder perfekte Eltern zu sein, sondern zu wissen eigentlich, man ist nicht perfekt und in Situationen, wo es einem dann manchmal auch nicht 100% gelingt, in der Lage zu sein, auf Augenhöhe das zu kommunizieren, dass auch ich meine Unzulänglichkeiten habe. Ja, ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich gerne zitiere, dass, was Erziehungsfragen angeht, gut genug sogar besser als perfekt ist. Also es ist besser, wenn wir gut genug sind, als wenn wir versuchen, perfekt zu sein. Weil wodurch entsteht Entwicklung? Dadurch, dass wir uns aneinander reiben, dass wir merken, wir haben unterschiedliche Perspektiven und wie du es siehst, wie ich sehe, ist nicht dasselbe. Und allein dadurch, dass halt Kinder größer werden, verändern sich Dinge die ganze Zeit. Woran merkt ein Erwachsenen zum Beispiel, dass ein Kind jetzt so alt ist, dass es eine Intimsphäre hat und nicht mehr im Bad quasi man dabei sein darf oder sowas. Ne? Also dass die Intimsphäre jetzt so ist, dass das Kind wirklich einen abgegrenzten, klaren Raum für sich braucht, was in einem jüngeren Alter keine große Rolle spielt, ne? Wo das noch ganz anders ist. Es entsteht dadurch, dass das Kind genervt ist und sich ärgert und raus mit dir und so. Und das ist ein kleiner, normaler Konflikt. Und der ist sehr wichtig, dass das Kind das macht. Und es ist sehr wichtig, dass das Kind die Erwartung hat, wenn ich meine Wünsche mitteile, wenn ich mich ärgere, wenn ich mit dir in Konflikt gehe, wirst du dich damit beschäftigen, wirst du darüber nachdenken. Dass ich nicht sage, nein, aber so muss es gemacht werden und ich habe gelesen, bis so und so viel Alter ist es in Ordnung, sondern dass ich versuche, der andere teilt mir was mit, der ist ja einen Schritt weiter gekommen. Ich habe was noch nicht gemerkt. Ich habe noch nicht mitbekommen, wie alt du schon bist. Das könnte man über viele unterschiedliche Themen so sehen. Konflikte in der Pubertät entstehen eigentlich fast immer daraus, nach meinem Gefühl. Und dieser Prozess, wir sagen in der Psychologie Rupture and Repair, also Beziehungen entwickeln sich dadurch, dass sie immer wieder Risse bekommen und dann wieder neu geknüpft werden. Und dadurch entsteht quasi das Band der Bindung und Entwicklung über die verschiedenen Lebensalter hinweg, dass das eigentlich der entscheidende Prozess ist und nicht quasi das perfekt geflochtene Superband, was man immer höher und weiter spannen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also weil aktuell ist ja so die bindungsorientierte Erziehung oder Beziehung wird es ja dann auch genannt, also von dem Konzept ausgehend, Erziehung ist eigentlich Beziehung und dass das auch so eine große Rolle spielt, auch jetzt transgenerational wieder gedacht, weil ich würde schon sagen, dass wir als Generation, die Millennials ja noch die Erfahrung gemacht haben, oftmals, dass gerade diese Konfliktsituationen eigentlich darin geendet sind, dass es so eine Art Beziehungsabbruch gab. Also die Umgangsweise der Eltern. Also ganz oft hört man, dass sie dann nicht mehr mit einem geredet haben, also man als Kind so wegignoriert wurde und man sich völlig abgeschnitten gefühlt hat. Oder eben, dass es dann in unglaublichen Streit und Türeknallen geendet hat. Gewalt ist ja auch, muss man auch sagen, ja auch noch etwas, was unsere Generation häufiger erfahren hat. Vielleicht schon weniger als noch die davor, aber es ist ja schon noch Teil gewesen von vielen. Also lauter eigentlich Situationen, wo Konflikt etwas war, wo wirklich was eskaliert ist oder in die Brüche gegangen ist. Und wir eine Generation, glaube ich, sind, die deswegen Angst vor diesen Konflikten, also es ist immer schlecht so pauschal über eine Generation hinweg, aber glaube ich, wo man das schon vielleicht häufiger noch hört. Und ich glaube, dass diese bindungsorientierte Erziehung oder Beziehung ein Wunsch auch gerade unserer Generation ist, zu versuchen, Konflikte eben anders zu lösen. Dann geht es aber auch häufiger ins Gegenteil, also dass man dann vielleicht zu stark die Bindung betont und Angst vor Brüchen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema gerade unserer Generation ist, weil wir das noch kennen, dass man sich mit seinen Eltern plötzlich nicht mehr verbunden fühlt auf die eine oder andere Weise. Was denkt ihr, wie kann man diesen Sweet Spot finden zwischen Bindung und, du hast es gerade genannt, Angst vor Brüchen? Also, Ja. ne? Ja, ich kenne das aus der Elterngeneration, aus meiner Familie. Mein Opa und so weiter, da ist noch mehr Autorität, Ja. autoritäre Erziehung gewesen. Allein das merke ich an so einem Beispiel, der ruft nie bei mir an. Ich muss immer bei ihm anrufen, weil er ist der Ältere. So. Und das löst bei mir, es ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich liebe meinen Opa und
irgendwie finde ich es schade, dass er nie anruft. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, so ist er halt. Also irgendwo muss ich muss diese Loyalität aufrechterhalten, weil sonst haben wir keinen Kontakt mehr. Ja. So. Und das ist zum Beispiel bei meiner Mutter ganz anders. So jetzt mittlerweile, ne? Also sie erlebt das auch mit ihrem Vater, ne? Dass sie sich eigentlich immer melden muss. Aber sie macht das jetzt bei uns ganz anders. Und es ist sogar fast schon, sie meldet sich öfter als wir so. Das ist so, hat sich umgekehrt. Ja. Das ist wieder das, vielleicht auch dieses Wieder Unbewusste. dieses Ne? Instinkt. Und ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht heutzutage das so ist, dass wir, also weil wir vielleicht früher dann auch vermehrt in so einer sehr autoritären Konstellation waren, dass wir jetzt sehr, sehr bindungsorientiert da sind. Und jetzt vielleicht ist ja wenn man das auf so einem Balken sieht, links und rechts, jetzt ist ja vielleicht wünschenswert, so ein bisschen die Mitte, die Brücke zu schlagen, ne? Zwischen, ich bin nicht die Freundin von meinem Kind, Ja. ich bin trotzdem auch, Jan-Uwe sagt, ich bin trotzdem eine eigene Persönlichkeit und ich bin auch älter. Ja. So, aus eurer Sicht, wie kann man diesen Sweet Spot finden zwischen dieser generationalen Überlagerung sozusagen von den Erziehungsstilen? Also, ich meine, was du beschreibst, ich würde sagen, es ist schon ein Moment von Entwicklung auch da drin. Also dieses bindungsorientierte, beziehungsorientierte hat ja wirklich einen Fortschritt in dem Sinne, dass man sagt, die Bedürfnisse des Kindes sind wichtig und ich möchte meine Erziehung daran ausrichten, was das Kind braucht. Ne, während autoritäre Erziehung viel mehr von der Gemeinschaft her denkt. Eine Erziehung ist der Prozess, wie sozusagen so ein egoistisches Wesen wie ein Kind ist, zu einem guten, nützlichen Mitglied einer Gemeinschaft wird. Ja, und dazu muss ich es quasi einhegen und muss es gerade schneiden und so, bis es passt. Also da würde ich sagen, das ist sozusagen nicht ganz gleich, diese Bewegung, sondern das ist schon sozusagen ein Fortschritt auch da drin. Ja. Aber ich glaube, das ist eben sehr wichtig, dass man das nicht so versteht, bindungsorientiert, das ist jetzt die richtige Methode, mit der komme ich jetzt am Ziel an, sondern überlegt, wie das ein bisschen in dem Beispiel beschrieben war, was vermittelt man einem Kind wieder unbewusst, wenn man zum Beispiel versucht, Konflikte die ganze Zeit zu harmonisieren. Ja, ich mache das als Eltern zum Beispiel, ich gebe immer nach, ja, das Kind will was, das Kind ärgert sich, okay, ich mach's. Ja, dann drehe ich eigentlich das Verhältnis um, als wäre ich gar nicht der Ältere, der es auch ein bisschen besser weiß in bestimmten Situationen, sondern ich lasse mich vom Kind die ganze Zeit führen, dann übernimmt das Kind die Führung. Ne, kann für ein Kind nicht so gut sein, weil das Kind eigentlich noch gar nicht das Alter hat, um viele Dinge zu entscheiden. Oder ich versuche Strategien anzuwenden, ich sag mal, wo ich alle Konflikte in so Verständnis auflöse. Ne, also ich mache was, ich setze eine Grenze, das Kind ärgert sich, ich habe sofort Verständnis für den Ärger vom Kind. Na, und ich verstehe das und das kann gut sein, aber wenn das jetzt sozusagen aus so einem Angst eigentlich herauskommt, in Konflikte zu kommen, was wird das Kind wahrnehmen? Es könnte sein, das Kind merkt, mein Papa jetzt in dem Beispiel, der scheint sich irgendwie zu fürchten. Das muss was ganz Schlimmes sein, wenn man sich nicht versteht. Ne, wenn es eine Grenze gibt und man wirklich auch aneinander gerät und erstmal keine Lösung auch dafür hat. Das scheint irgendwie was ganz Bedrohliches zu sein. Könnte da vielleicht die Bindung reißen? Und das Kind spürt das und wird vielleicht, könnte sein, sich schuldig fühlen in dem Moment, wo es eigentlich kein Verständnis hat und sich in einen Kontakt mit dem Papa begeben, indem es eigentlich versucht, den Papa die ganze Zeit zu bestätigen. Alles gut, unsere Bindung ist gut, ich mag dich, du musst keine Angst haben. Ne, das Kind beruhigt den Papa. Dann wären wir bei dem anderen Extrem. Ne, das wäre eigentlich keine Bindung in dem Sinne, die Spannungen aushält, sondern eine Bindung, die ganze Zeit sich selber bestätigen muss, dass alles gut ist, dass man harmonisch miteinander ist. Mein Ideal von Beziehung, Bindung, Erziehung wäre eigentlich ein Band, das auch Konflikte und Risse aushält. Also wir sind uns unserer Beziehung so sicher, wir wissen das beide, weil wir in einer tiefen Bindung miteinander sind, dass selbst wenn wir uns streiten, selbst wenn wir überhaupt nicht einer Meinung sind, selbst wenn ich auch überhaupt kein Verständnis dafür habe, dass du jetzt das willst und wahrscheinlich umgekehrt genauso, trotzdem weiß ich, dass wir in einer tiefen Bindung sind, dass wir uns wieder zusammenraufen werden, dass vielleicht ein bisschen Rauch abziehen muss und wir dann nochmal sprechen. Darauf vertraue ich. Und ich habe so ein Vertrauen in die Beziehung, dass ich sogar Ärger, Unzufriedenheit, abweichende Meinungen in diese Beziehung geben kann. Ja, das hätte ich das Gefühl, das wäre sozusagen ein Moment von tieferer Bindung, als die ganze Zeit versuchen, Konflikte durch geschickte
Interventionen irgendwie zu lösen, dass sie sich ganz schnell sozusagen in Harmonie wieder auflösen. Ich glaube auch dieser Sweet Spot, das ist ja was man immer wieder so aushandeln muss. Also ich glaube, der ist nicht sozusagen einmal gefunden und dann fest, sondern dynamisch und bewegt sich sozusagen mit unserem Leben mit oder auch mit unserer Umwelt mit. Und ich dachte gerade auch noch mal, was glaube ich, also wir können ja nicht aus unserer Zeit hinaus. Also dein Opa ist ja in einer gewissen Zeit aufgewachsen, in einer bestimmten Gesellschaft, die bestimmte andere Vorstellungen hatte und er wird eigene Vorstellungen haben davon, was gute Erziehung ist. Ja. Und ich glaube, von bestimmten Bereichen wird er sich wahrscheinlich auch nicht wegbewegen, weil er die einfach wahrscheinlich bejaht sozusagen. Also er findet es gut, wie es dann ist. Und da unterscheiden sich nun mal auch die Generationen. Ich glaube, an den Stellen muss man auch vielleicht loslassen und dann eben für sich selber schauen. Also wie du sagst, ja, ist Ja. jetzt mit dem Anrufen, ist das etwas, womit du leben kannst, dass du ihn anrufst und nur so hält dann auch die Beziehung, weil ihr sonst euch einfach nicht hört? Oder ist das was, jetzt, wenn das was anderes wäre, wäre es wahrscheinlich extremer, aber jetzt beim Anrufen geht es wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch vielleicht Verhaltensweisen, wo man sagt, da kann man vielleicht nicht so gut mit umgehen. Da möchte man nicht diesen Extraschritt gehen, gewissermaßen. Und was aber, glaube ich, generationenunabhängig ist, und das finde ich immer irgendwie berührend oder auch schön, wenn Leute das können, ist ihrem Gegenüber zuzuhören, es ernst zu nehmen und auch zu versuchen, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Ist allerdings nicht allen gegeben. Also ist ja auch vielleicht eine Erfahrung, die viele von uns machen, dass man merkt, das Gegenüber will es nicht verstehen oder kann es vielleicht auch nicht verstehen aufgrund der eigenen Erfahrungen. Und man spürt dann sehr deutlich diese Grenzen. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, dann die Verantwortung zu sich zu holen und zu überlegen, inwieweit kann ich halt mich auf den anderen einlassen und halt vielleicht da etwas mehr dem entgegengehen und wo muss ich mich auch abgrenzen und dann schauen, dass ich das für mich selber anders gestalte. Ich glaube aber, dieses Aushandeln, dann findet man immer wieder diesen Sweet Spot. Also ich kann mir vorstellen, unsere Tochter wird uns irgendwann Sachen sagen, die ich wahrscheinlich ganz anders sehe. Aber der Versuch, also das wäre mein Wunsch zumindest, ich weiß nicht, wie realistisch das dann ist, aber in diesem Kontakt, in dieser Verbindung zu bleiben und vielleicht ihre Perspektive einzunehmen, versuchen, da vielleicht auch an Stellen was zu ändern, wo ich im ersten Moment denken würde, fühlt sich aber ganz fremd an. Und das kennt man ja, glaube ich, auch diese Auseinandersetzungen mit den jüngeren Generationen, wo man denkt, was machen die denn da? Und kommt mir total komisch vor. Und je mehr man sich aber damit auseinandersetzt, desto mehr versteht man vielleicht dann auch deren Perspektive, ohne dass man seine eigene Identität verliert. Also es geht ja nicht darum, immer sich nur dem anderen anzupassen. Aber ich glaube, das ist so ein Aushandlungsprozess und diese Offenheit für den anderen, das finde ich eigentlich, das kann man, glaube ich, über die Geschichte, über die Zeit hinweg versuchen, sich offen zu halten. Ich finde schön, dass ihr das auch so beschrieben habt, beide, dass das ist halt wie ein Prozess. Und Ja. du hast selber gesagt, die Generation damals sozusagen sind ja das Resultat der Zeit. Und wir sind das Resultat unserer Zeit. Und wir haben es gerade beschrieben, dass es ja auch individuell oft so ist, als Mensch, dass man, meine ich mal, dann auch so ein bisschen das Gegenteil erstmal macht, bevor es sich vielleicht dann irgendwann einpendelt. Ne? Das ist ja Ja. wie so eine Gegenreaktion. Ja. Das ist jetzt mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist auch gesellschaftlich vielleicht so, ne? Dass man erstmal sagt, okay, das war irgendwie falsch, das war nicht richtig, wir machen jetzt das Gegenteil. Und dann merkt man, nee, das hatte doch ein bisschen seine Richtigkeit. Wir kommen zurück und finden so einen Sweet Spot, weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt Erziehung ist oder auch gesellschaftlich. Früher war die Richtung klarer. Die war nicht unbedingt vielleicht die richtige Richtung, aber man hatte eine Richtung. Man hatte man konnte sich an etwas orientieren, weil das sehr, sehr klar war und autoritär vielleicht war. Und ich habe das Gefühl, heute, dann ist man in so eine Richtung vielleicht auch gegangen, okay, nee, wir lösen das komplett auf. Und dann merken vielleicht auch jetzt heute viele Kinder oder man merkt es auch vielleicht gesellschaftlich, wir haben irgendwie keine Richtung. Es ist so alles so schwammig. So keiner sagt auch mal so seine Meinung. Und dann entsteht das auch so ein gesellschaftlicher Trend, dass man so ein bisschen orientierungslos ist. Oder vielleicht als Kind, dass man auch so ein bisschen, einem fehlt so ein bisschen die Orientierung. Und ich habe ja Jan-Uwe Rogge viel im Podcast gehabt. Er ist jetzt auch so älteres Semester. Und er sagt auch immer, was trotzdem auch wichtig ist,
in all dieser Beziehung ist dann trotzdem auch eine gewisse Haltung und Richtung, die man trotzdem hat, weil Kinder ohne Grenzen sind sie orientierungslos. Ja. Ne? Es ist wie Ja. so ein weites Feld und ne, also das heißt irgendwo, und das war früher mit Sicherheit mehr gegeben, die Grenzen waren irgendwie stärker. Ne? Das darf auch nicht in so eine Grenzenlosigkeit irgendwie ausarten. Und ich glaube, das alles ist einfach, es ist komplex, ne? Und ich glaube, Ja. das ist auch das, wo sich viele Eltern vielleicht befinden. Dieses, boah, ich habe total viele Ratgeber gelesen, ich habe total viele Podcasts gehört und so. Ich habe mir total viel Wissen angeeignet. Okay, ich weiß jetzt sogar, ich kann Sachen bewusst machen, es gibt unbewusste Sachen und dann manchmal führt es auch zu einer gewissen Überforderung, ne? Also bei mir ist es auch so, ich habe jetzt noch nicht mal Kinder, aber ich denke mir so, boah, wenn ich irgendwann Kinder habe, da kommt bestimmt viel hoch, so weißt du hast von den Affekten gesprochen, die da hochkommen und so. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das Wissen hilft, aber gleichzeitig fühlen sich, glaube ich, viele Eltern auch in der Überforderung. Ne, wir fühlen uns auch sehr verantwortlich so, ne, dafür das Richtige zu finden. Das glaube ich bei früheren Generationen, da war es dann wahrscheinlich 0,5% bewusst. Man hat einfach eine Tradition, wie man es macht. Es gibt bestimmte Regeln und die muss man lernen und man guckt sich das ab bei den älteren Generationen und so gibt man das immer weiter. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, wo diese Frage überhaupt entsteht. Wie soll ich erziehen? Wie ist es richtig? Wie möchte ich es für mein Kind? Das ist keine selbstverständliche Frage, sondern das ist was historisch Neues, dass man sich so Gedanken macht und es so frei überlegen kann sich. Aber es ist auch eine große Verantwortung und ich glaube auch eine große Überforderung. Mhm. Also, weil man kann es auch gar nicht richtig machen. Das Leben und die Entwicklung und ein Kind ist eben ein ganz eigenes Wesen und das ist viel zu komplex und viel zu individuell, als dafür, dass es dann irgendwie eine klare Regel dafür gibt. Ich dachte trotzdem, auch weil du gesagt hast, Mhm. so gesellschaftliche Konflikte, Mhm. das kann man wirklich parallelisieren, glaube ich, mit Konflikten auch in der Erziehung. Wo man sagt, was hat man sich eigentlich als Kind gewünscht von seinen Eltern? Was ist eigentlich das, was man wirklich gebraucht hätte in Konflikten? Dass die Eltern sich perfekt verhalten? Nicht. Ich glaube, das erwartet man nicht. Auch im Nachhinein denkt man nicht, das ist mein Vorwurf oder das ärgert mich jetzt, wenn ich daran denke oder so. Überhaupt nicht, glaube ich, weil man verhält sich auch nicht perfekt und man hat sich selber auch nicht perfekt verhalten. Mhm. Also das erwartet man nicht. Man erwartet auch nicht, dass einem der andere alles das macht, was man will und immer nachgibt. Aber was man sich doch wünscht, ist, dass das, was ich sage und was ich moniere und was mich ärgert, dass das beim anderen ankommt und dass das beim anderen einen Prozess auslöst, dass er über sich nochmal nachdenkt. Und umgekehrt natürlich. Mhm. Also, dass wenn ich sage, mich nervt was, dass das nicht einfach abgeblockt wird und weggeredet oder weggedeutet oder überhört, sondern dass diesen Prozess, ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, dass ich das gemacht habe und so. Das findet in der Gesellschaft nicht statt, sondern wir knallen uns quasi unsere Thesen gegenseitig an den Kopf und es führt nicht zu so einem Prozess, dass die Gegenseite mal drüber nachdenkt, was eigentlich der Gegner auch Richtiges sagt und wo eigentlich was dran ist, sondern wir haben so unsere feststehenden Meinungen und da prallen wir aufeinander. Ja. Und ich glaube, das ist der Prozess, wenn das nicht passiert, dieses Aufnehmen, dann werden die Menschen immer wütender, wie Kinder. Die werden auch immer wütender Mhm. und versuchen dann eben mit immer lauter werden und mit heftiger werden, Ja. ihre Perspektive den Eltern klarzumachen. Und wenn sie merken, das funktioniert nicht, dann kann es auch sein, dass sie halt resignieren und es überhaupt nicht mehr versuchen, sich mitzuteilen. Jella Kremer hat das in meinem Podcast so beschrieben. Sie ist jetzt Sexexpertin, Sexualexpertin. Aber sie hat es schön beschrieben, so diesen Fluss zwischen zwei Menschen ist wie nur so eine liegende Acht. Mhm. Ne? Mhm. Das fand ich ein sehr schönes Bild, so sozusagen, es geht zu dir, es fließt durch dich durch, es geht zu mir zurück. Und das ist eigentlich das, was du gerade, finde ich, so schön beschrieben hast. Ne? Man wünscht sich eigentlich so einen Fluss von Resonanz und was aber manchmal passiert, und das ist dann so ein Gefühl von ja, auch eine gewisse Hilflosigkeit, vor allen Dingen als Kind, ne, weil man ist halt in einer anderen Position als der Erwachsene. Meine Resonanz, ich treffe auf keine Resonanz, sondern ja. ich treffe auf wie eine Wand. Ja. Und ich werde nicht gesehen. Ja. Ich werde nicht ernst genommen. Ich bin auch handlungsunfähig. Ja. Ja, und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das hat viele Parallelen zu gesellschaftlichen Trends, weil was ist das im Endeffekt? Ist es ja das, was wir als Individuum erleben. Das Kollektiv ist ja einfach so das Gesamtbild von den individuellen Erfahrungen.
Ja, und auch da, man könnte ja auch sagen, was du gerade beschrieben hast, diese Pole von immer lauter werden, das kann man ja auch in einer Gesellschaft sehen. Also das immer extremer werden, könnte man ja als Ausdruck eines, man wird nicht gehört, Gefühl vielleicht verstehen. Also man muss, glaube ich, vorsichtig sein, individuelles auf die Gesellschaft so einfach Mhm. so umzudeuten, aber trotzdem, glaube ich, gibt es schon ein Gefühl von, also wenn man auf die politischen Prozesse blickt, schon ein Gefühl von, man wird nicht gehört, man dringt nicht durch, es verändert sich nichts, auch wenn irgendwelche anderen Parteien gewählt werden, ist irgendwie bestimmte Strukturen werden einfach immer weitergeführt, obwohl wir alle wissen, wir fahren auf eine Wand zu. Und dass sich dann da Extreme bilden oder halt eben dann dieses Resignationsgefühl, man kann ja eh gar nichts machen, das ist ja dann die andere Seite, es bringt doch eh alles nichts. Ich glaube, das ist schon auch ein Ausdruck davon, nicht wirklich in einen resonanten Austausch zu Mhm. kommen, auch auf dieser politischen Ebene. Und ich finde, an dem Beispiel kann man eigentlich dann gut veranschaulichen, warum auch, ich sag mal so, schablonenhafte Methoden auch gefährlich sind in der Erziehung, Mhm. weil sie dann sowas eigentlich werden wie PR in der Politik. Also man hat ein Anliegen, man sagt was, mich stört was, da funktioniert was nicht und ein Politiker reagiert mit einer wohlmeinenden, scheinbar verständnisvollen Intervention. Ja, da haben Sie völlig recht, es ist ganz wichtig, dass wir danach schauen und das werden wir uns jetzt bemühen und wir müssen das noch klarer kommunizieren. Denn man trifft auf eine Sprachschablone. Und die Sprachschablone, die hat vielleicht zum Inhalt Verständnis und hat zum Inhalt, ich möchte was verändern und ich kümmere mich um dein Anliegen. Aber nach einer Weile merken wir, das ist eine Schablone. Und das, was wir sagen, das geht gar nicht, das dringt gar nicht durch, das kommt gar nicht richtig an, das löst nichts aus, außer immer wieder nur diese Reaktion. Und wir sollten uns nicht so viel damit beschäftigen, wie Schablonen aussehen müssen. Mhm. Ob da drauf steht, ich verstehe dich oder ob da drauf steht, ich mag dich, sondern wir sollten uns mit diesen Prozessen, wie kann das gelingen, dass etwas, was eine Person der anderen mitteilt, auch wirklich aufgenommen wird, irgendwas auslöst. Ja, und das ist dann ja wie eine Floskel. Ja, Ja. Ne, wenn ich ja, sage, Ja. okay, Ja. auch zum Beispiel im Nachhinein, ich verstehe dich. Ja. So, meine ich das so oder sage ich das jetzt Ja, einfach nur das so? ist die Das ist ein entscheidende großer Frage. Unterschied. Ja. Also, und das meinte ich vorhin mit Verbundenheit. Mhm. Also, Ja. es ist wichtig, dass man, ne, und da wieder dieses Bild der liegenden Acht, so, dann ist es nicht in Resonanz Ja. gestoßen. Wenn du eine Floskel sagst, dann hast du Ja. du hast gar nicht reingefühlt. Vielleicht ist es Ja. auch gar nicht deine Meinung, sondern Ja. du sagst gerade einfach, um die Situation zu beschwichtigen. Genau. Und das so anzunehmen und ja, dafür braucht es da eine gewisse Offenheit auch. Das findet man ja übrigens in der ja. Erziehung auch. Da gibt es ja sozusagen diese Pedagogical Correctness, also dass man ganz bestimmte Sprachregeln hat, aufstellt, was man den Kindern sagen darf und was man nicht sagen soll. Und ich glaube da gibt es diese Gefahr, dass man in diese Floskeln rutscht und auf das Kind floskelhaft oder methodisch reagiert, statt wirklich in einem Kontakt mit dem Kind zu sein. Und dann sagt man vielleicht auf der Oberfläche sogar das Richtige, in Anführungszeichen. Aber das Kind spürt ja, ob du wirklich, also reagierst du jetzt wirklich auf das Kind und trittst in Kontakt mit ihm und sagst das sozusagen von innen heraus. Oder ist das halt eine Floskel, weil vielleicht weißt du auch innerlich auch einfach wirklich gar nicht, wie du darauf reagieren sollst. Da kommen wir wieder zurück zu dem fehlenden inneren Skript, dass man es halt vielleicht gar nicht anders erfahren hat und jetzt versucht, das Beste draus zu machen. Aber das Problem ist ja, wenn wir uns innerlich damit nicht auseinandersetzen, dann ist das Beste, was rauskommen kann, diese Floskel. Aber das Kind spürt das so, die sind ja so sensibel auch. Das spürt sofort, dass man innerlich nicht wirklich dabei ist. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ich habe manchmal ich frage mich manchmal, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so meinen biologischen Vater auch nie richtig kennengelernt. Also ich wurde damals gezeugt und dann war er sozusagen noch bei uns und dann irgendwann hat meine Mutter ihn verlassen, weil er auch keine Verantwortung übernehmen konnte, drogenabhängig war und so weiter. Und das heißt, ich habe ihn nie wirklich kennengelernt und dann habe ich so mit Mitte 20 habe ich ihn mal einmal gesehen oder zweimal. Und dann hat man sich so, ja, oberflächlich unterhalten oder ne, mal so, man hat ja gar keine Verbindung zueinander.
Und ich kenne natürlich die ganzen Geschichten so von meiner Mutter, was er alles, er war sehr gewaltvoll, so in seinem unbewussten Mustern, auch als Drogenabhängiger und so. Und ich frage mich oft, ne, weil wir reden ja hier auch über das Unbewusste, was habe ich unbewusst vielleicht auch von ihm mitgenommen? Was habe ich da transgenerational geerbt, was in mir schlummert? Ähm, und ich kenne auch so ein bisschen die Geschichte, ne? Mein biologischer Vater hat seinen Vater auch nie richtig kennengelernt, hat dann auch kurz Kontakt zu ihm mal aufgenommen und es ist dann aber auch sofort wieder abgebrochen. Und jetzt Mhm. gerade erlebe ich das selber, dass es ja bei mir genauso war. Mhm. Und ich meine, mich erinnern zu können, oder bin ich mir nicht sicher, dass es die Generation vorher auch schon so war, beziehungsweise ich erlebe so viele so Trennungssituationen, die sich dann die sich so von Generation zu Generation weitergeben. Und das ist ja schon eine Sache, die sich wiederholt hat. Dieses, Mhm. er hat seinen Vater nie kennengelernt, ich auch nicht. Und dann frage ich mich, weil ich sehe ihn schon irgendwo ein bisschen auch als Täter, ist vielleicht auch was nicht richtig ist, aber so wie ich das halt beigebracht Mhm. bekommen habe, aber halt Mhm. auch von meiner Mutter und so. Und ich frage mich dann, was schlummert noch unbewusst in mir von ihm, was ich vielleicht gar nicht tragen möchte. Und dann kommt in mir schon fast wie so eine Angst hoch, dass das vielleicht irgendwann ausbricht oder so. Mhm. Wie geht ihr als Psychoanalytiker mit solchen Situationen um? Weil ich kann mir vorstellen, ne, ich bin ja nicht der Einzige, der vielleicht einen Elternteil hat, wo man sagt, ich bin damit gar nicht d'accord, wie die gehandelt haben. Oder ich sehe da so eine gewisse Täterpersönlichkeit und ich habe Angst, dass ich das vielleicht unbewusst in irgendeiner Form in mir trage als Anteil oder vielleicht auch weitergebe. Wie lange hat er noch bei euch gelebt? Also wie lange hast du mit ihm zusammen gelebt? Oder war das noch vor deiner Geburt? Ich habe das so verstanden, ihr habt am Anfang noch Ja, zusammen also gelebt. das war, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, wir waren vielleicht noch so 1, 2 Jahre mit ihm noch zusammen. Ich Ah kann ja. mich nicht mehr daran erinnern. Also ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern, ja. Es gibt ja noch mehr als das bewusste Gedächtnis. Es gibt ja auch Ja, genau. Körpergedächtnis und Ja. die Zeit davor. Also ich hätte jetzt gesagt, so psychoanalytisch oder psychologisch würde man jetzt nicht so davon ausgehen, es gibt sowas wie, ich sag mal, so ein Schicksal, ne? Gene, die dann einfach sagen, wenn man Vater wird, verlässt man sein Kind oder sowas oder wird verantwortungslos. Also es wiederholt sich einfach wie so eine Kopie, sondern es passiert etwas Bestimmtes in dem Moment, wo jetzt jemand ein Kind bekommt. Und dazu müsste man natürlich sehr tief und sehr genau mit der Person sprechen, was sie da erlebt, wie sie das erlebt, was eigentlich ihre Gedanken, Fantasien sind. Ein Beispiel, wie gesagt, ich kann das überhaupt nur so allgemein sagen, weil ich jetzt Ja. diese Geschichte nicht im Detail kenne. Aber ein Beispiel wäre, dass eigentlich in dem Moment, wo jetzt jemand, der selber verlassen wurde von seinem Vater, auch ein Kind bekommt und dieses Kind in den Armen sieht und dieses kleine Wesen, sieht die Person auch sich selbst, weil die Geschichte kommt aufs Neue. Das ist jetzt auch ein ganz kleines Wesen. Und eigentlich spürt man, wie bedürftig so ein Wesen ist, dass die Eltern, der Papa und alle da sind. Und wie viel Schutz und wie viel Fürsorge und Liebe das Kind braucht. Und wenn aber genau an der Stelle auch diese tiefe Verletzung ist, man müsste jetzt genau das geben, was man selber so sehr gebraucht hätte, kann es zwei Wege geben. Ne? Ich gebe das, also ich finde das in mir, weil ich auch ganz andere Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Ich kann dir das geben, obwohl ich das selber nie hatte. Oder die Verletzung ist so groß, dass man eigentlich von seinem eigenen Schmerz überflutet wird in dem Moment, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ne, ich merke, dass eigentlich bin ich selber das verletzte, verlassene Kind in dem Moment. Und ich kann es dir nicht geben und geh weg aus der Situation. Ja? Das ist mir sozusagen, das geht zu sehr an die Substanz meines ganzen psychischen Systems. Na, und dieses sich rausziehen wäre so der Versuch, sich eigentlich vor überflutenden Gefühlen zu schützen, die entstehen würden, wenn ich mich diesem Wesen öffne. Wir sagen ja auch immer so als Psychoanalytiker, wenn man einem Kind begegnet, begegnet man immer auch seinem eigenen inneren Kind. Na, es ist auch eine Berührung mit seiner eigenen Geschichte. Also wie gesagt, das kann ich nur in dieser Allgemeinheit sagen, dass das ein typischer Prozess wäre und dadurch wiederholt sich das. Dadurch gibt man die Verletzung weiter und das Kind
hat diese Verletzung auch wieder, ist dann auch verlassen und muss wieder mit demselben Thema ringen. Das ist interessant, was du sagst, weil meine Mutter hat mir gesagt, die hatte ihn kennengelernt und der war sehr, ja, charmanter, harmonisch wirkender Typ. Und dann als Kind sozusagen, als sie dann schwanger wurde, was ja nicht geplant war mit mir, dann wollte er auch, dass sie abtreibt, hat sie dann aber nicht gemacht. Und dann, als ich geboren wurde, hat er auf einmal so eine aggressive Natur entwickelt. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was du gerade meintest, dass er wollte, dass sie vielleicht abtreibt, weil er wusste, dass ihn das in eine Lage versetzen wird, die er nicht halten kann. Mhm. Und als es dann da war, und das hat ihm dann ja gewisse Dinge genommen, wie zum Beispiel diese Freiheit, ne, das Ja. Leben, das er da geführt hat, dann auf einmal musste er Verantwortung übernehmen. Das konnte er nicht halten und dann sind die Emotionen sozusagen mit Ja. ihm durchgebrochen. Ne? Und dann die sehr männliche Art, mit Schmerz umzugehen, eher nach außen, ne? Eher aggressiv Ja, genau. oder eher Richtig, ja. Aggressiv trinken und Sucht, oder sowas. das ist der Ja. Klassiker für Ja. Männer. Ja. Das heißt, ein entscheidender Moment ist sozusagen, wenn wir unser eigenes Kind bekommen, also ihr habt das ja vor 3 Jahren erlebt, dass ihr euer Kind bekommen habt. Mhm. In diesem Moment, den du gerade auch beschrieben hast, wo man das Kind zum ersten Mal sieht, habt ihr das dann auch genauso erlebt, dass Mhm. ihr euch selbst irgendwo gesehen habt? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ja. Also ich glaube, also auch wenn es sich pathetisch anhört, aber das ist mir da sehr bewusst geworden. Wenn man Eltern wird, gibt man eigentlich ein Liebesversprechen. Also für mich ist eigentlich Elternwerden gleichgesetzt, und das habe ich, glaube ich, wirklich so in seiner Vollumfänglichkeit verstanden, ist eigentlich zu sagen, man gibt Liebe und Schutz. Also was du vorhin gesagt hast, dieses Ausgeliefertsein. Ein Kind ist vollständig abhängig von seinen Eltern. Also um es extrem zu sagen, es wird von den Eltern oder von der Mutter oder von den Eltern ins Leben gebracht, aber es könnte ihm auch das Leben genommen werden von den Eltern. Es ist ja theoretisch möglich, dass die Eltern so eine Macht über das Kind haben. Das heißt, es ist, also wenn man es negativ sagt, ausgeliefert, aber wenn es in eine gute Umgebung kommt, eben mit Eltern, die Eltern sind und diese Verantwortung übernehmen, kommt es in eine Umgebung, wo es geschützt wird, wo es Sicherheit erwarten darf, wo es Vertrauen erwarten darf, wo es sich fallen lassen kann, weil eben genau diese Verletztheit oder diese Sensibilität nicht ausgenutzt wird, sondern ihm wird dieser Schutz gewährt. Und für mich heißt das genuin eigentlich Eltern sein. Und auf einmal zu merken, wirklich, wie abhängig so ein Mensch von einem ist und davon auch, wie schützenswert das wirklich ist. Ich glaube, das ist mir wirklich auch emotional plötzlich richtig reingegangen, wie verletzlich das ist und wie besonders das ist und wie besonders schützenswert Kinder sind, weil die können aus dieser Situation nicht raus. Für die gibt es diese Möglichkeit nicht. Und dann auch, glaube ich, daraus folgend natürlich ein Bewusstwerdungsprozess vielleicht, bei mir dann auch, plötzlich emotional fühlen zu können, an welchen Stellen vielleicht im Leben dieser Schutz nicht da war. Und das ist dann manchmal, glaube ich, gar nicht so leicht auszuhalten. Da kommen dann diese Gefühle hoch, weil man merkt, wo man eigentlich ich würde fast schon sagen, Recht gehabt hätte. Ich glaube, das ist eine Art Versprechen des Lebens. Die Eltern sollen gut sein. Und Kinder versuchen, also wirklich die bizarrsten oder schlimmsten Konstellationen sich gut zu reden. Sie wollen unbedingt gute Eltern haben. Das müssen die so sehen, weil die ja so abhängig sind. Und das zu merken, glaube ich, das war für mich dieser Moment des Elternwerdens, wirklich zu fühlen auch, wie achtsam man damit umgehen muss, was das für ein schützenswertes Leben ist, was man da wirklich in den eigenen Händen hält. Dachte noch so dieser Punkt, wenn man das nochmal nimmt, also man Mhm. erkennt sich sozusagen selbst wieder im Kind oder erlebt Mhm. etwas Ja. wieder. Wenn man nochmal jetzt das Beispiel nimmt von einem Vater, der ein Kind in den Armen hält und selber eigentlich keinen Vater hatte. Es gibt ja auch verloren, zum Beispiel den Mhm. Vater und anderes. Und was müsste denn der Vater jetzt, das ist ja die Frage, wie kann man damit umgehen, Ja. was müsste der Vater denn jetzt psychisch eigentlich leisten, damit er für das Kind da sein kann? Ich dachte, wenn er eigentlich seine Gefühle zulässt, sich das bewusst macht, was das eigentlich ist, jetzt spürt er das, jetzt sehe ich, wie verletzlich das Kind ist, wie wichtig das eigentlich ist, müsste der wahrscheinlich unendlich traurig sein in dem Moment auch.
Also was er selber eigentlich nicht hatte. Das ist dieser Schmerz, der dann kommt. Mhm. Und wir alle haben in unserem Leben Verluste erlitten. Niemand hatte vollkommene Eltern und die vollkommene Kindheit. Das heißt, wir alle trauern auch ein bisschen. Immer, das gehört dazu. Trauer und Glück, wenn wir Kinder erziehen. Und das ist sozusagen, sage ich mal, so dieser Bereich, in dem wir damit umgehen können. Das spüren wir manchmal beides. Ne? Wehmut ist so ein Begriff. Und es gibt aber dann eine Qualität von Schmerz, die nicht mehr sich in Trauer verwandelt, sondern die diese Überwältigung herstellt. Das ist nicht nur traurig, sondern das ist traumatisch. Und da kann es sein, da geht eine Tür zu in der Psyche. Das ist zu viel für die Psyche. Die schafft das nicht. Die Trauer ist zu groß. Und das blockiert, wäre ein Weg in eine postpartale Depression übrigens auch, oder wäre ein Weg für Männer eher in den Rückzug, sich rauszunehmen, plötzlich nur noch zu arbeiten und so. Und es ist nicht so selten bei Männern, weil viele Männer die Erfahrung mit ihren Vätern gemacht haben, dass sie nicht so präsent waren. Viele haben eigentlich eine Vatersehnsucht gerade in sich und distanzieren sich dann eher, gehen eher ein bisschen zurück. Muss man nicht gleich den Kontakt abbrechen und sich trennen, aber dann doch eher so verschwinden in Arbeit und so weiter. Ja. Also ich glaube, dieser Prozess des Trauerns, den Schmerz in sich Raum geben, ist was extrem Förderliches. Idealerweise nicht im Kreissaal, sondern vorher schon. Ja. Ne, das ist eigentlich auch, was in der Therapie passiert, ne, dieser Trauer Raum geben. Ich glaube, das ist auch vielleicht, wenn ich es noch sagen darf, zu dieser Angst, es selber zu wiederholen. Also ich weiß jetzt nicht, natürlich auch, müsste man mehr Details, jetzt wie es bei dir genau ist, aber was zumindest manchmal auftritt, ist ja auch, dass gerade wenn Eltern also Drogenprobleme haben, also Familien mit Suchterfahrungen, dass, glaube ich, da diese Angst, dass man selber so wird, dass das auch einen Moment damit zu tun hat, dass man ja Eltern erlebt unter Umständen, die dieses Versprechen zu schützen und alles für das Kind zu tun, in einer gewissen Weise brechen, weil die Sucht ja so stark ist, dass sie über diese Bindung zum Kind hinweggeht. Das geht ja über alles hinweg. Das zerstört ja Liebe eigentlich, Sucht. Weil das ist ja auch eine körperliche Erkrankung, weil die so stark ist und man immer wieder die Erfahrung macht, wenn Sucht im Spiel ist, dass eigentlich die Personen, die der Person so viel bedeuten oder bedeuten sollten im Leben, zur Seite gestellt werden und die Sucht im Vordergrund steht. Und was dann zumindest für manche Leute eine Rolle spielt, ist dieser Moment von Kontrollverlust, weil eigentlich diese Bindung, die sozusagen bedingungslos sein sollte, immer wieder gebrochen wird und dass ein Moment von Kontrollverlust im Leben oder sich so anfühlen kann, den man dann kennt und den man, glaube ich, dann auch in sich selber befürchten kann. Also dass man ja weiß, wie das ist, wenn das aufgehoben ist und dass es möglich ist, diese Bindung aufzuheben. Ich glaube, dann in sich selber nicht das Vertrauen aufbaut unbedingt, oder das kann zumindest eine Linie sein, und nicht das Vertrauen hat, ich bin aber in dieser Bindung, ich werde die nicht brechen, um einer Sucht nachzugehen zum Beispiel. Ich glaube, dass es da auch um solche Themen gehen kann. Ich merke zum Beispiel, dass es bei mir ist das ein krasses Thema und das aber so unbewusst schlummert. Und das habe ich gemerkt. Ich bin an sich so sehr zufrieden mit meinem Leben und wir haben vorhin darüber gesprochen, ne? Ihr habt ja auch einen Podcast aufgebaut, das mache ich auch und der Fokus liegt dann da sehr in der Schaffung, so in der Passion. Und dann habe ich letztens mit meiner Mutter telefoniert aus dem Nichts. Und dann hat sie mir davon erzählt, wie sozusagen der Vater von meinem Stiefvater, wie der uns so wohlwollend aufgenommen hat und wie er dann aber sehr früh gestorben ist. Und ich kann mich erinnern, ich mochte ihn wirklich sehr so. Und das ist jetzt so lange her. Ich war Kind damals, aber ich weiß, dass mich das damals sehr verletzt hat. Und dann hat sie das nochmal erzählt und aus dem Nichts wurde ich total emotional und habe angefangen zu weinen. Habe ich gemerkt, krass. Und er war, glaube ich, so eine Art Vaterfigur für mich, die ich nie hatte. Weil ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, einen Vater zu haben, weil ich den nie hatte. Ich hatte immer so, der Opa oder so, hatte so ein bisschen die Position eingenommen. Das heißt, ich kenne so ein bisschen das Gefühl, aber einen präsenten Vater zu haben, der wirklich dein Vater ist, das hatte ich nie. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man sozusagen, man kennt die Geschichten von seinem Vater und die sind vielleicht nicht unbedingt positiv, sondern die sind wirklich eher negativ. Und
du hast ihn vielleicht auch mal einmal kennengelernt, hast gehört, okay, aus dem ist irgendwie jetzt auch nicht so wirklich was, ich sag jetzt mal, geworden. Der hat jetzt, ne, bis heute keine Frau und doch keinen richtigen Job und, ne, also ich will das jetzt gar nicht bewerten, jeder hat seinen eigenen Lebensstil, aber es passt nicht so ganz zu dem, was du dir unter deinem Leben vorstellst. Und dann hast du so eine gewisse Assoziation, ja, du bist ja aus ihm gemacht. Und, und du siehst gewisse Muster, dass sie sich auch wiederholen in den Generationen und dann hast du vielleicht den Gedanken, okay, das ist fast schon mein Schicksal. Es hört sich so dunkel an, ne? Aber das ist das, was ich manchmal fühle und gleichzeitig merke ich, dass ich eine gewisse Resilienz habe, dass ich selber mein Leben aufbauen kann in eine Richtung, auch wenn andere vielleicht das nicht sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen vielleicht in dieser Ambivalenz sind, so zwischen, ich weiß, dass ich nicht meine Eltern bin, auch wenn vielleicht, ne, wenn jemand nie da war oder wenn ich nur Negatives oder wenn vielleicht auch, ne, ein Elternteil vielleicht wirklich schlimme Dinge gemacht hat und jetzt im Gefängnis ist oder so, ne, es gibt ja solche Situationen. Und gleichzeitig ist man immer in so einem inneren Konflikt. Also ich merke das selber. Und damit umzugehen und dann das auch vielleicht nicht übertragen zu wollen, das ist eine extreme Ambivalenz und ein extremer Konflikt, der in einem herrschen kann. Also ich glaube, wir haben auch mal eine Folge über abwesende Väter gemacht, die wirklich sehr, sehr viel Resonanz erzeugt hat, weil ich glaube, das wirklich viele Menschen beschäftigt, das Thema, gerade wirklich explizit mit Vätern. Und da war auch ein wesentlicher Gedanke, dass letztlich auch eine Leerstelle ganz schön viel Raum einnehmen kann. Also in der Psyche quasi dieses Nicht-Dasein auch eine ganz schöne Präsenz hat. Das beschäftigt einen. Das ist irgendetwas, was auch zu einem spricht. Also auch der Ja. abwesende Vater ist psychisch ein präsenter Vater, Richtig. aber halt auf die Weise eben, dass er gerade eben diese Leerstelle hinterlässt. Ja. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, aber dann eben abweicht von biologischer Vaterschaft, diese Leerstelle mit etwas zu füllen. Also mit Erfahrungen von Väterlichkeit, die wir ja nicht nur mit unserem eigenen Vater machen, sondern die wir auch in ganz anderen Situationen machen. Mit Sehnsucht nach dem Vater, mit Figuren, die väterlich sind. Also ich glaube, das ist sozusagen der Überlebenskünstler Psyche, der selbst da, wo eigentlich erstmal gar nichts da ist, trotzdem wieder was draus macht, sich die Vatererfahrungen holt. Ne? Sei es der Kindergärtner, sei es der Lehrer und so weiter. Und gleichzeitig aber, glaube ich, in dieser Doppelung sich trotzdem auch mit dieser Leerstelle beschäftigt. Das war das, was ich mit dem Trauern meinte. Also ich glaube, es ist beides. Das Trauern schafft eigentlich erstmal den Raum, ne? Also, weil es erkennt an, das ist wirklich nicht da. Ne? Da hat was gefehlt. Das heißt eigentlich Trauern. Trauern heißt Verlust anerkennen. Aber das schafft einen Raum und in den können andere Erfahrungen dann eingehen. Kann auch ein Therapeut sein oder was auch immer. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges und so sammelt man über sein Leben, selbst da, wo etwas gefehlt hat, in der Geschichte dann doch seine Erfahrungen, die man dann wieder weitergeben kann. Und über das kommt auch das Neue und das andere in die Beziehungen. Also, dass man doch halt zwischen dem, wo man selber Kind war und dem, wo man ein Kind bekommt, Jahrzehnte vergehen, in denen was passiert. Und das, was da passiert, das ist man ja auch selbst. Nicht nur das, was man mit 0 ist oder mit 10. Und ich glaube, das ist sozusagen der Prozess, wie wir eigentlich überhaupt nur abweichen können, auch von der Linie, die uns vorgegeben ist. Du hast es krass beschrieben. Das ist, man denkt so, okay, eine Person war nicht da. Ne? Also die Mutter war da, der Vater war zum Beispiel nicht da. Und man denkt, das ist so ein leerer Raum. Aber der ist nicht leer, sondern der ist gefüllt mit dem Bild. Ja. Das kenne ich auch. Und mir kam gerade auch so das Gefühl hoch, klar, das kann ein großer Schmerz sein, aber gleichzeitig glaube ich, wenn man vielleicht in der Lage ist, das zu reflektieren und umzukehren, in die Bewusstheit zu gehen und vielleicht irgendwann für sein Kind da zu sein als Vater, dann ist es, so stelle ich mir das vor, wahrscheinlich eines der schönsten Gefühle, das du jemals haben konntest. Es hat ja auch was von, auf eine gewisse Weise, von Neuanfang. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Klischee, dass mit einem Kind etwas Neues in die Welt kommt. Und das Schöne ist ja, also es ist ja nicht nur das Traurige und das Versäumte, was man an seinem Kind sieht und all die Verletzungen. Das ist ein Teil vielleicht, der mit hochkommt. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, es neu zu machen. Man wiederholt es ja eben nicht nur, sondern man kann ja auch was Neues gestalten. Und
vielleicht seinem Kind wirklich was mitgeben und mit dem Kind auch dann erleben, was man selbst nicht hatte. Das ist nicht, dass man dann etwas nachholt, weil ich glaube, also im Sinne von jetzt gibt man sich das mit dem Kind selber, was weiß ich, man ist arm aufgewachsen und musste immer alles, war immer außen vor und ausgeschlossen von allem. Und jetzt kann man sich's leisten und macht das mit seinem Kind und richtet sich selbst ein Spielzimmer ein. So meine ich das nicht. Weil ich glaube, das gelte es ja zu betrauern, dass man es eben nicht hatte. Man ist kein Kind mehr. Man ist Erwachsener. Aber dass man das jemandem diese Freude schenken kann und vielleicht da etwas Neues eben mitgestalten kann. Ich glaube, das kommt ja mit Kindern auch und das ist ein unglaubliches Glück, zu wissen, hier ist es, ja, ist dieser, man sagt ja auch Cycle Breaker, hier ist dieser Kreis durchbrochen und kann wirklich was anderes starten. Für die, die jetzt zugehört haben und vielleicht sich auch in einer gewisser Weise vielleicht mit ein paar Dingen identifizieren konnten, die wir gerade genannt haben, ja, dass das jetzt vielleicht ein Elternteil nie da war. Wie kann man das, was du jetzt gerade genannt hast, das Neue erschaffen, wie kann man das sozusagen fördern? Also ich glaube, indem wir wirklich mit uns selbst in Kontakt kommen. Ne, was nicht heißt, ich sitze da, mache die Augen zu und spüre in mich hinein, sondern das heißt meistens wie das, was wir jetzt machen. Also ich finde, wir sind im Laufe des Gesprächs in Kontakt gekommen mit etwas. Durch das Sprechen, durch das sich auseinandersetzen damit, aber auch gegenseitig sich öffnen füreinander, entsteht Kontakt. Und dieser Kontakt schafft das, was wir, glaube ich, brauchen, um überhaupt schöpferisch zu sein, nämlich Bedeutung. Das fühlt sich bedeutsam an. Dazu möchte ich was machen, das beschäftigt mich, dazu möchte ich was lesen, dazu möchte ich was schreiben, das möchte ich anderen weitergeben, das möchte ich erleben, was auch immer das dann genau ist, aus dieser emotionalen Bedeutung heraus. Es ist sehr schwierig, schöpferisch zu sein, wenn wir das nicht fühlen, diesen Kontakt nicht haben. Wenn wir ihn haben, kann es sogar Trauer sein und trotzdem werden wir dadurch schöpferisch. Die drängt nach Ausdruck, die möchte sich mitteilen. Das ist eigentlich Trauer in Beziehung. Und das ist Trauer, die schöpferisch wird. Und Freude ist es natürlich genauso. Ne, sonst werden wir schöpferisch allenfalls, in Anführungszeichen, manisch. Wir suchen eigentlich den Kontakt und versuchen ihn herzustellen durch immer mehr oder viel. Eigentlich sehne ich mich so sehr nach dieser Bedeutung, sie endlich zu finden. Und türme immer höhere Burgen auf. Sonst glaube ich auch allen nicht fremd. Aber das wäre sozusagen noch auf der Suche nach diesem Kontakt. Und ich glaube, das Schöpferische, das ist auch für andere spürbar. Das ist in einem Produkt, was man macht. Ich sag mal, jetzt wird irgendein Gedicht, was man geschrieben hat, das spüren andere, ob das da drin ist. Aber es ist auch in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Das spüren Kinder, ob ich in Kontakt mit mir bin. Ob ich diese Freude, diese Trauer, dieses Schöne wahrnehmen kann mit mir. Oder ob ich eigentlich es jetzt sozusagen erzwingen will durch irgendetwas und eigentlich diesen Kontakt noch nicht habe. Und meine Aufgabe ist genau das, was wir eigentlich jetzt machen. Das kann man mit Therapeuten und Therapeutinnen natürlich machen, aber das kann man natürlich auch im Privaten machen. Also, ich sage es jetzt ein bisschen ketzerisch, aber wenn man gute Freunde hat, dann muss man sich ja nicht nur über das Wetter und über Fußball oder sonst was unterhalten, sondern eigentlich über das, was einen da gerade bewegt mit seinem Kind. Ich finde dann, wenn man das öffnet, dann entsteht sehr oft etwas, was eigentlich genau diesen Prozess herstellt. Ich finde, du hast das sehr schön beschrieben und mir kam gerade so das Bild von so einem Künstler in den Kopf. Es gibt ja viele Künstler, die Bilder zum Beispiel gemalt haben, mit denen wir uns sehr stark identifizieren können. Und die haben ja meistens, so hast du es gerade auch schon beschrieben, die waren in Kontakt mit einer gewissen Emotion, mit einem gewissen Gefühl und haben das dann sozusagen durch sich fließen lassen und haben das dann im Bild ausgedrückt oder in einem Gedicht oder in einem Podcast. Ja. Und das ist dann so in Resonanz getreten mit den anderen Menschen, weil die sich selbst darin irgendwo gesehen haben, weil das dann dasselbe Gefühl in denen so geweckt hat. Und das finde ich schön und du hast den Begriff der Schöpfung genannt. Und das ist wahrscheinlich wirklich das Gegenteil von ich bin meinem Schicksal ausgeliefert. Ja. Also dieses Ausgeliefertsein, in Mustern gefangen sein oder in die Kreation, in die Schöpfung zu gehen. Und ich denke, das ist das, was du gesagt hast, ich gehe da in Kontakt und das kann auf viele verschiedene Weisen passieren. Ja.
Also wir sind nicht einfach nur die Opfer unserer Geschichte. Das wäre sozusagen Schicksal so, ne? Und Ja. es ist etwas über uns verhängt und da können wir nichts machen, sondern sogar im Gegenteil. Dinge, die uns gefehlt haben, da können wir an der Stelle besonders schöpferisch werden und besonders viel Kreativität und Energie hineinlegen, wenn wir in Kontakt mit der Sache kommen. Ne, das ist, glaube ich, schon die Bedingung. Wir können das nicht einfach nur, indem wir davor weglaufen und versuchen halt, es dann sozusagen über Umwege nur zu machen, sondern ich glaube, ein betrauerter Verlust, um es mal so psychologisch zu sagen, macht schöpferisch, ist eigentlich die Quelle von Kreativität. Habt ihr diesen Prozess bei euch selbst gemerkt? Ihr habt ja einen sehr erfolgreichen Podcast. Diese Art der Schöpfung, kommt die bei euch aus eurer Biografie? Ich würde das bei mir auf jeden Fall sagen. Also wir machen ja als Psychoanalytiker auch eine lange Selbsterfahrung, wo man sich sehr viel mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Dass das viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat, aber auch mit den Geschichten unserer Patientinnen. Weil ich das Gefühl habe, eigentlich als Therapeut ist man eigentlich immer an so einem Prozess beteiligt und ist ja da auch in Kontakt damit. Man hört das ja nicht zu und gibt ein paar Tipps, sondern eigentlich ist man voll involviert in die ganze Dramatik einer Geschichte. Und für mich, auch wenn wir nicht natürlich das im Podcast so wiedergeben, 1:1 oder sowas, ne, das darf man und es ist auch wichtig, dass das geschützt und diskret bleibt. Aber ich sag mal, der Geist dieser Bewegung, dieses immer wieder in Kontakt kommen, das ist, glaube ich, im Podcast und hat viel auch mit den Behandlungen, mit den Therapien, mit dieser Arbeit genau auf dieser Ebene der Seele zu tun. Würde ich bei mir, glaube ich, auch sagen. Also auch beides. Ich finde das eigentlich, also dass es sowohl mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Ich glaube schon alleine dieses Format, also auch im Guten, sozusagen psychologische Inhalte so erklären zu wollen auf eine sehr alltagsnahe bezogene Weise. Und da kann ich sofort Verbindungslinien sozusagen nach hinten in meine Biografie schließen und aber auch in vieler anderer Hinsicht überhaupt das Thema Psychoanalyse und all die Wege, die die Psychoanalyse dann so nehmen kann. Und ich finde es auch nochmal schön, was du gesagt hast, so mit den Erfahrungen, die man als Therapeutin auch sammelt, was andere Schicksale betrifft, andere Geschichten betrifft, dass man die ja auch in sich trägt. Also ich glaube, das prägt auch unsere Arbeit sehr stark. Ja. Und was für ein Gefühl Aber man nimmt seine eigene Ja. Geschichte natürlich mit, auch in den Podcasts. Klar, man hat dann auch da so seine Themen, glaube ich, die man abhandelt. Ich glaube, was wir immer sehr auch achten, ist bei den Themen, die wir auswählen, ich sage immer, da kann man eigentlich gerade gut sehen, mit was wir uns auch persönlich gerade beschäftigen. Ja. Das stimmt. Ja. Das kennst du vielleicht. Ja. Ja. Hat man gar nicht gemerkt. Ich finde das auch eine extreme Schönheit, wenn man da in diese Schöpfung gehen kann. Ich bin da ja auch komplett bei diesem Podcast drinnen so. Also ich kann, ne? Habt ihr jetzt wahrscheinlich selber gemerkt. Und ich merke auch, dass viele nach dieser Schöpfung, nach diesem Ausdruck suchen, aber so gefühlt vergebens danach suchen. Mhm. Was denkst du, hilft Menschen? Weil, also ich betrachte das gerade so, ne? Die Schöpfung könnte zum Beispiel, ne, euer Podcast sein, mein Podcast sein. Wir haben unsere Themen und das ist wie so eine Art Ventil, um der Sache Ausdruck zu verleihen, genauso wie ein Künstler, der da in Kontakt mit seiner Innenwelt ist und dann so ein Gemälde macht. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen suchen eigentlich nach so einer Tätigkeit, wo sie auch sich selber ausdrücken können und diese Dinge auch fließen lassen können. Ich glaube, das ist, ne, auch diese Sinnhaftigkeit, nach der wir suchen, aber viele finden das nicht oder finden auch nicht den Zugang dazu oder fragen mich dann auch, ja, Leon, wie hast du das, also wie bist du darauf gekommen, so wie, ne? Was denkst du oder was denkt ihr, hilft den Menschen, näher an diese Schöpfung zu kommen? Oder die vielleicht auch zu finden? Also ich glaube, wir leben halt in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die auf dieses Bedürfnis erstens eine kommerzialisierte Antwort gibt. Also ich kann dir was verkaufen, wenn du das gerne machen willst. Hier habe ich Produkte, da ist sozusagen jemand, der eigentlich Geld damit verdienen möchte. Mhm. Na, kauf dir doch das Kunstset, kauf dir doch das hier und so. Und die eine sehr äußerliche Antwort darauf gibt. Also
wir haben viel so die Vorstellung, wie komme ich in Kontakt, mach diese Übung. Oder zerknüll deine negativen Gedanken und tu sie auf den Zettel und schmeiß sie in den Müll. Oder was auch immer, ja. Und das kann hilfreich sein. Also ich will das nicht per se irgendwie verteufeln. Aber es ist eigentlich nicht ein Ausdruck dessen, dass jemand wirklich sich auf das einlässt, was man sagt. Also ich glaube, was wir suchen, diesen Kontakt, der entsteht eigentlich in Beziehung. Wenn du mir jetzt irgendwas mitteilst, was dich bewegt und beschäftigt und ich sage dir dann, oh, das hört sich schlimm an, schreib's mal auf den Zettel und schmeiß es weg, dann geht's dir besser, dann hast du eigentlich das Gefühl, du bist mit mir nicht richtig in Kontakt gekommen. Und das, was du machst und was du mir sagst, das erzeugt gar nicht richtig was bei mir. Das siehst du daran, dass ich das dem Nächsten auch sage und so weiter. Das hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Und das ist auf die Dauer, wenn das permanent in der Gesellschaft unsere Erfahrung ist, es wird nicht zugehört, es wird sich nicht Zeit genommen, es öffnet sich nicht von eigentlich so einer Frustration. Eigentlich macht es gar keinen Sinn. Ne, ich habe keine Idee, wie ich mich mitteilen soll. Ich merke das nicht einmal mehr, wie ich das vermisse, weil ich die Erfahrung so wenig kenne, wie das ist. Und nach meinem Gefühl, in jedem Menschen steckt etwas Schöpferisches. Das muss nicht jeder ein Maler oder Dichter oder so werden. Aber in irgendeiner Weise steckt in jedem Menschen etwas Schöpferisches, weil Seele sich immer ausdrücken will. Und das entsteht durch emotionalen Kontakt, durch Beziehung. Deswegen ist eigentlich in fast jeder Therapie, wenn sie gelingt und gut läuft, werden Menschen auch schöpferisch, ne, werden ideenreich, fangen an, ihr Leben zu gestalten, öffnen das, weil es sich plötzlich sinnvoll anfühlt, weil man das Gefühl hat, das, was ich in mir trage, was ich mitteile, das wird von jemand anderem gehört. Ne, so wäre das ja eigentlich die Idealsituation in einer Therapie. Und das aber dann auch bei anderen Menschen suchen, und nicht nur in Therapien, sondern außerhalb. Und vielleicht weniger sich verführen lassen von scheinbaren schnellen Angeboten, wo man sich das kaufen kann, quasi diesen Kontakt, hin zu Menschen, die sich mit einem auseinandersetzen, diesen Kontakt gehen, auch wenn es vielleicht erstmal sogar wehtut oder schmerzhaft ist oder auch nicht so schöne Seiten hat. Oder einem vielleicht ein bisschen Angst macht. Ja. Ihr habt es ja vorhin mir auch im Café erzählt, wie das angefangen hat mit eurem Podcast bereits vor 8 Jahren und dass das erstmal nur so aus euch herauskam und ihr dann so ein bisschen da kreativ wurdet, was so das Cover angeht und ihr da so ein bisschen so amateurhaft, sage ich mal, Sachen entworfen habt. Und das ist aber auch so ein, ja, das war ja so, ihr habt da ja auch Gefühle drin gehabt, so der Freude. Und ich glaube, das ist auch das, was viele unterschätzen. Und ich merke, du hast gerade das Kommerzielle genannt. Ich glaube, das ist wie so ein Schleier, der oft darüber liegt, weil was Menschen dann oft zu mir sagen, ist so, boah, ich glaube, ich muss einen Podcast im Bereich Sport machen, habe ich letztens gehört, weil da gibt es ja noch gar nicht so viel. Ja. So, und das ist dann so dieses Außen, das ist dieses, ich glaube, ich muss es machen, weil da werde ich von profitieren. Ja. Anstatt, ich mache das, weil das aus mir herauskommt und ich ein intrinsisches Interesse daran habe. Ja. Und das ist, glaube ich, erstmal so der Unterschied. Also man muss erstmal sich praktisch, ja, man kann sich nicht komplett von diesem kommerziellen trennen, das geht nicht. Und irgendwann muss es ja sich auch irgendwie monetarisieren, was man macht, damit man überhaupt dann auch diesem Fluss weitergehen kann. Aber das hat für mich auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Also anstatt zu sagen, ich mache etwas, weil da sehe ich Potenzial und da gibt es vielleicht einen Gewinn für mich, sich eher so die Frage zu stellen, so im Leben, was ist denn das, wenn ich in die Situation komme, da funkeln meine Augen, so da lodert das Feuer in mir. Ich merke so, dieses Thema beschäftigt mich oder diese Tätigkeit erfüllt mich. Ja. Die Frage sich mal zu stellen und das klingt so banal, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage und dann das Vertrauen zu haben, wenn du merkst, boah krass, das ist so meine Energie. Das ist so meine ich merke, da bin ich richtig in meiner Schöpfung. Ja. Dann zu vertrauen, dass das auf Resonanz stoßen wird. So. Ja, ich glaube, das ist auch deswegen ja gar nicht so einfach, weil manche, glaube ich, wirklich gar nicht wissen, was sie eigentlich interessiert. Das glaube ich, geht in die Richtung, was du dann gesagt hast. Und da dann wieder loszulassen und es erstmal zu entwickeln, das kostet ja auch Zeit. Und ich glaube aber auch, dieses nach
außen fokussiert sein und wo ist eine Nische und da will ich jetzt rein. Das ist eine ganz andere Denkweise und da ist man nicht bei sich. Also ich glaube, wenn einem das wichtig ist, was zu machen, was einen erfüllt, diese Sinnsuche, gibt ja auch Menschen, die das gar nicht erstmal so per se Mhm. wollen. Aber ich glaube, wenn man diesen Sinn sucht, dann muss man es wirklich andersrum denken und dieses von innen heraus, also wie du es gerade, finde ich, Mhm. eigentlich schön beschrieben hast. Nur wie gesagt, fällt ja nicht jedem Menschen gleich leicht. Also wir hatten Mhm. jetzt das Interesse Psychoanalyse und den Beruf Psychotherapeut, der uns interessiert. Du hast das, was dich interessiert und dann baut man das, glaube ich, auf. Aber was machst du, wenn du das nicht hast? Das ist, glaube ich, Mhm. das ist viel schwerer zu greifen. Ich glaube, auch das ist eigentlich, was man finden muss. Und das, was man eben, glaube ich, nur in Beziehung, im Austausch mit anderen finden kann. Und dann, ich finde das auch wunderschön, wie du das beschrieben hast. Mhm. Ich habe immer so das Bild, dann ist das, was wir machen, das ist kein großer Plan, wie man alles Erfolg oder sonst was im Leben planen kann, sondern das ist wie so Samenkörner, die wir so in den Wind schmeißen und wo wir vertrauen müssen, der Wind wird sie irgendwo hintragen und da wird eine schöne Pflanze draus wachsen. Auch nicht aus jedem und Mhm. vielleicht auch aus keinem, aber das liegt nicht in unserer Hand, sondern das, was wir machen können, ist sozusagen unsere Leidenschaft in diese Samenkörner zu legen. Und dann darauf zu vertrauen und auch ein bisschen, sage ich mal, auch auf den lieben Gott vertrauen zu müssen dabei, Mhm. weil wir nicht alles steuern können. Und ich glaube, das ist sehr dieser entfremdete Charakter. Ich wünsche mir eigentlich, zu mir zu finden und kann es aber dann nur über den Umweg, dass ich mir vorstelle, ich muss aber ganz viel Geld damit verdienen oder ganz viel Erfolg damit haben oder etwas Ähnliches. Ich glaube, dass das keine bösen Absichten sind, sondern dass das Ja. eigentlich der Versuch ist, das Echte zu finden. Ne, und Zahlen und so weiter spiegeln das einem erstmal so zurück. Ja, das ist gut, was du machst, aber man kann auch darüber den Kontakt mit sich nicht unbedingt finden oder sogar verlieren, Ja, wenn man richtig. das macht. Ne? Das kennen wir auch aus unserer Arbeit dann, wenn man Influencer in irgendeiner Weise ist, Mhm. dass die Zahlen verführerisch werden, aber immer dieses Entfremdete auch haben. Ne, du hattest das mit dem Kommerzialisieren beschrieben. Sobald eine Beziehung oder eine Idee nur noch Mittel zum Zweck wird, also ich mache einen Sport-Podcast nicht, weil ich mega Bock darauf habe, Fußballergebnisse zu kommentieren oder was auch immer, sondern eigentlich, weil ich hoffe, dadurch werde ich Follower bekommen oder sonst irgendwas. Dann ist es von vornherein schon entfremdet. Da ist was zwischen mir und der Sache, um die es dann eigentlich geht und die mich eigentlich wegtreibt von der Sache, die mir eigentlich am Herzen Ja. liegt. Ich glaube, es ist auch eigentlich ein ganz interessantes Verhältnis wieder. Also gerade bei Klicks oder Likes, also im Begriff Like steckt es ja auch schon drin, gemocht werden oder mögen, dass es erstmal sowas ausschüttet, Dopamin, also sozusagen ein Glücksgefühl erzeugt. Aber wenn das nicht mit Bedeutung gefüllt ist oder mit Beziehung dann eben, dann bleibt es leer. Ich glaube, das wird schon häufiger gesucht. Das schildern ja auch immer wieder Stars, die berühmt werden wollten, und wirklich, denen das vor allem aufs Berühmtwerden ankam und wo sie nach vielen Jahren vielleicht gemerkt haben, dieses Berühmtsein, jetzt haben sie es geschafft, reich sein, das haben sie geschafft. Und trotzdem sind sie aber irgendwie immer noch auf der Suche nach etwas und dieser Versuch, die innere Leere zu füllen. Mhm. Und das finde ich an unserer Zeit irgendwie so interessant, aber auf so eine sozusagen maliziöse Weise, wenn man will, dass diese Likes oder diese Resonanz von so und so viele Leute haben das jetzt gehört oder gesehen, das erzeugt erstmal dieses Resonanzgefühl scheinbar, weil es haben ja Leute gesehen und gehört. Man hat das Gefühl, man hat bei Mhm. ganz vielen was ausgelöst. Aber wenn dieser persönliche Kontakt ausbleibt, und wir Menschen sind ja soziale Wesen, dann macht das nicht satt, sondern schafft eben genau dieses, weil es leer ist, immer weiter diesen Hunger und man sucht es weiter, versucht es weiter damit zu füllen. Und was es aber satt macht, ist dann eigentlich die Beziehung. Deswegen ist es, glaube ich, so entscheidend, letztlich da hinzukommen oder am besten, im besten Falle schon von dort aus zu starten. Ich finde, wir sind zu sehr dabei, so zu denken, was löst es in den anderen aus? Mhm. Ja, Anstatt sich Ja. zu fragen, was löst es denn in mir aus? Ja. Und ich denke, das nährendste Gefühl, das wir halt haben können, ist das der Verbundenheit zu uns und zu unserem Umfeld. Und diese Klicks, die geben uns ja das Bild, dass wir verbunden sind zu unserem Umfeld. Aber das ist ja auch nicht wirklich der Fall. mhm. Und deswegen, um das nochmal so zusammenzufassen, wir haben halt viel gesprochen über Biografie, ne, wie das in der Erziehung startet sozusagen.
unsere Haltung auch so zum Leben, wie wir zu so uns selbst stehen, wie wir mit anderen in Kontakt treten, bis hin zu dieser Frage dann aus dieser Haltung heraus, ne, bin ich dem ausgeliefert oder bin ich handlungsfähig? So. Und dann sind wir gemündet in der Schöpfung, ne? Also wir haben das Schöpfung genannt, also diese Kraft, dass man sein Leben praktisch selbst in die Hand nehmen kann und auch in Kontakt mit sich selbst etwas Neues kreieren kann, auch für sein eigenes Leben. Man ist nicht den Mustern seiner Erziehung, seiner Biografie ausgeliefert. Wenn ihr das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen würdet, was ist eure Quintessenz? Wie komme ich in die Schöpfung? Ich hätte jetzt fast biblisch geantwortet mit der Schöpfungsgeschichte, die ist ja eine wunderbare Geschichte. Jetzt nicht, weil man sagt, so war es, sondern eigentlich, weil sie so viel Weisheit enthält. Und die Schöpfungsgeschichte geht ja, dass Adam und Eva im Garten Eden leben und eigentlich im Tierreich noch sind. Sie müssen sich die Frage nicht stellen. Da sind Instinkte, die steuern und sagen immer, was richtig und was falsch ist. Darüber müssen sie sich nicht Gedanken machen. Aber in dem Moment, wo sie vom Baum der Erkenntnis essen, also anfangen zu sehen, wer sie sind und was sie wollen und was sie möchten, also sich selber erkennen, in dem Moment verlassen sie das Paradies und müssen es auch verlassen. Nicht nur, weil es falsch und böse war, sondern weil sie in die Situation kommen, sich über sich Gedanken machen zu müssen. Und da kommen wir nicht raus. Das ist Schöpfungsgeschichte, so werden wir Menschen. Das ist sozusagen das, was uns zum Menschen macht. Wir kommen nicht raus aus diesen Entscheidungen, wir können sie nicht abgeben. Also wir entscheiden uns immer, selbst wenn wir uns nicht bewusst entscheiden. Was wir versuchen können, ist eben uns bewusster zu entscheiden, uns damit zu beschäftigen, ne, was wollen wir eigentlich, was mache ich eigentlich gerade? Ja? Dass ich merke, ich weiß, was ich tue. Und dass wir zumindest öfter im Leben in die Situation kommen, zumindest an den Stellen, wo wir merken, es wiederholt sich etwas auf eine Weise, wie wir es nicht wollen. Ich komme immer wieder in dieselbe Situation. Da quasi vom Baum der Erkenntnis zu essen und es auf sich zu nehmen, dass man es aber dann, das gehört ja auch zum Baum der Erkenntnis, auch falsch machen kann. Ne? Also das richtig und falsch, diese Unterscheidung gehört dazu. Es ist möglich, wir sind als Menschen, das heißt so schön riskante Wesen, wir haben immer das Risiko, dass wir uns vielleicht in einer Situation auch nicht gut entscheiden. Ne? Und das nehmen wir auf uns, das ist unsere Verantwortung, die wir als Menschen haben. Ich hätte vielleicht gesagt, auch neugierig bleiben. Also das ist, glaube ich, manchmal nicht so einfach, gerade wenn man in so Konfliktsituationen kommt, über die wir ja auch geredet hatten, ist es manchmal leichter, sich zu verschließen und bei seiner Perspektive zu bleiben und darauf zu bestehen, dass man Recht hat mit seiner Perspektive. Und ich finde aber, es kommt häufig dann was Schöpferisches zustande, wenn man sich eben dafür öffnet und erstmal versucht, diese Neugier offen zu halten und der einen Raum zu geben. Und das heißt ja eben auch, neugierig heißt, was meint der andere eigentlich gerade damit? Oder warum reagiert mein Kind jetzt vielleicht gerade so? Oder auch umgekehrt, warum passiert mir das immer? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin etwas ausgeliefert. Und nicht zu verfallen in dieses, der böse andere oder das schlimme Schicksal oder sowas, sondern ja, dieses, ja, neugierig zu sein, wie kann das ein anderer erleben oder warum komme ich immer wieder in dieselbe Rolle, was ist das vielleicht? Und ich habe das Gefühl, darüber kann man dann auch das Neue in sein Leben lassen. Ja. Am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Stellt euch vor, ihr separat könnt jetzt anonym eine SMS verfassen an die Menschen mit einem Satz. Und diesen Satz werden sie alle lesen. Welcher Satz wäre das? There is a crack in everything, that's how the light gets in. Leonard Cohen ist schwer zu überbieten. Ich hätte schon gesagt, wie wir das vorhin angedeutet hatten, also hab Vertrauen darin, dass das Entscheidende schon da ist und dass es sich entwickeln kann. Wenn die Menschen euch finden möchten, wo können sie das tun?
Überall, wo es Podcasts gibt, sagen wir immer so schön. Also natürlich auf unserer Homepage, auf den sozialen Medien und auf dem Büchertisch. Die Links sind in der Beschreibung, unter anderem auch zu Cecils und Jakobs neuestem Buch. Jetzt bin ich schon wie meine Eltern. Vielen lieben Dank, dass ihr beide hier wart. Ja, Dankeschön vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich das zurückspiegeln darf, ich fand das Gespräch wirklich sehr angenehm und ich hatte das Gefühl, dass wir in dieser Verbindung waren. Das finde ich nicht unbedingt selbstverständlich und hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Das geht mir auch so. Vielen Dank. Vielen Dank.